Stell dir vor, du baust die mächtigste Konsole der Welt und merkst zu spät, dass dein Partner deinen größten Rivalen heimlich mit genau deiner Technologie füttert. Nach einer nie dagewesenen Erfolgsbilanz mit der PlayStation 1 und 2 holt das daraus resultierende Ego Sony schließlich ein. Die PlayStation 3 ist über Jahre hinweg eine einzige Katastrophe und bis heute der größte Fleck auf Sonys weißer Weste. Wie die sture Vision eines einzigen Mannes die Konsole bereits Jahre vor ihrer Veröffentlichung zum Scheitern verdammt, wie die Xbox 360 Sonys harte Arbeit abstaubt, wie Lügen und gefälschte Trailer das Vertrauen von Gamern enttäuschen und wie die PlayStation trotz aller Rückschläge einfach nicht aufgeben will, erzähle ich dir jetzt. Im März 2001, ein Jahr nach der Veröffentlichung der PlayStation 2, kündigen Sony, IBM und Toshiba unter dem Label STI eine Kooperation an, um im Design Center in Austin einen revolutionären Prozessor für das Zeitalter der Breitbandnetzwerke zu entwickeln. Sie taufen ihr rund 4-jähriges Projekt Cell. Während Sony den Prozessor für ihre PlayStation 3 benötigt, haben IBM und Toshiba breitere Nutzungsgebiete im Auge. Sie möchten Cell in der Forschung und Medizin zum Einsatz bringen und ihn auch in Fernsehern verbauen. Als Sony Cell erstmals während der E3 2004 vorstellt, ein Jahr vor der Ankündigung der PS3, betonen sie nun selbst den Nutzen über Videospiele hinaus. Auch der Technologie- und Wirtschaftssektor wird damit revolutioniert werden. Bis Ende 2005 schluckt die Entwicklung ein Budget von $400 Millionen. Nach einer 14-jährigen Karriere bei IBM verlässt Ingenieur David Shippey den Konzern, um im freieren Umfeld eines Start-ups seine Erfüllung zu finden. Doch nur 2 Jahre später, im Jahr 2001, ruft sein ehemaliger Kollege Jim Cawley an, der nach heutigem Stand seit über 40 Jahren für IBM arbeitet. Cawley lädt Shippey unter dem Deckmantel der Geheimnistuerei zu einem Bier ein. Sie treffen sich im Gingerman Pub in Austin, Texas, und hier hört David Shippey zum ersten Mal von der Kooperation, die IBM mit Sony und Toshiba geschlossen hat. Im speziell dafür gegründeten STI Design Center auf dem IBM Campus in Austin soll ein Mikroprozessor für die PlayStation 3 entwickelt werden und Cawley möchte Shippey, um das Projekt mitzuleiten. Im besten Fall würden sie gemeinsam den gesamten Heimcomputermarkt übernehmen. Im schlimmsten Fall würden sie einen verdammt coolen Chip entwickeln für eine Konsole, die auf der ganzen Welt geliebt wird. Shippey ist nicht wild darauf, in die Konzernbürokratie zurückzukehren, doch diese Gelegenheit ist etwas, von dem jeder Ingenieur träumt. Seit der Erfindung des PCs vor mehr als 20 Jahren wurden Chip-Ingenieure nicht mehr aufgefordert, ein Design dieser Größenordnung von Null an zu entwickeln. Eine Gelegenheit, etwas zu erschaffen und nicht nur das Design von jemand anderem umzumodeln. Er schlägt ein. Es ist PlayStation-Vater Ken Kutaragi, der die 3 Unternehmen zusammenbringt. Seine Vision beschreibt einen PC, der auch Videospiele abspielt und das mit einem Chip, der ebenso On-Demand-Fernsehen abspielt, Online-Gaming ermöglicht und Videochats in Echtzeit anbieten kann. Er soll Forschung vorantreiben und die Welt zu einem besseren Ort machen. Kutaragi ist als innovativer Vordenker und Problemlöser bekannt, ebenso wie für seine Ansprüche und seine Unbeugsamkeit berüchtigt. Als Jim Cawley ihm wenige Monate zuvor bei einem Treffen in Roppongi sämtliche IBM-Prozessorkerne vorstellt, winkt Kutaragi jeden einzelnen davon unzeremoniell ab. Obgleich der Power 4 Mikroprozessor mit individuellen Anpassungen sämtliche seiner Anforderungen abdecken würde. Er braucht nicht weniger als einen Supercomputer auf einem Chip, der sowohl eine Frequenz im Multi-Gigahertz-Bereich erreicht, als auch eine hohe Rechenleistung bei Floating Point oder Gleitkomma-Berechnungen. Gerade letzteres ist ein äußerst komplexer Bereich, der eine hohe Anzahl an Transistoren erfordert und im Umkehrschluss auch ein sehr hohes Budget. Um animierte Grafiken in einem Videospiel zu erzeugen, werden Millionen von Gleitkomma-Berechnungen durchgeführt. Hier eine höhere Genauigkeit zu etablieren, sorgt für eine präzisere Berechnung von physikalischen Abläufen seitens des Prozessors. Bewegungen, Kollisionen, Abpraller und Verbiegungen. Diese Berechnung sorgt dafür, dass die Charakterbewegung flüssig dargestellt und in gestochen scharfen, realistischen Szenen ermöglicht werden.
Das lassen sich die drei Partner von STI gehörig etwas kosten. 400 Millionen US-Dollar stehen bereit für die rund 5-jährige Entwicklungszeit sowie weitere hunderte Millionen, um die Produktionsstraße in Fishkill, New York zu befeuern. Doch die drei Unternehmen bringen nicht nur Geld mit an den Tisch, sondern auch sich hervorragend ergänzende Expertisen. Sony hat ein gutes Verständnis für den Verbrauchermarkt, Toshiba ist Experte in Massenproduktion, während IBM sich auf Mikroprozessoren und Systemdesigns spezialisiert hat. Während Sony den neuen Superchip primär für ihre PlayStation 3 nutzen möchte, plant Toshiba eine Verwendung in High-End-Fernsehern und IBM sieht eine Weiterentwicklung ihrer Hochleistungsserver. David Shippey ist einer der ersten Einstellungen im STI Design Center. Als Chefarchitekt ist er fortan für den PowerPC verantwortlich, den Kern des Mikroprozessors. Gewissermaßen das Hirn des Chips. Damit auch Jim Cayley sich aufs Ingenieursein konzentrieren kann, holt er den charismatischen Jacob Akraut für das bürokratische und organisatorische Management ins Team. Nichtsdestotrotz bringt auch Akraut ein immenses technisches Verständnis mit, als vorheriger Leiter der Prozessorentwicklung für Apples Macintosh sowie Nintendos GameCube. Er ist bekannt dafür, risikofreudig zu sein. Doch bevor es an das Entwickeln des heiligen Grals der Computertechnik geht, dem schnellsten und leistungsstärksten Mikroprozessor der Branche, gilt es, das Team aufzubauen. Ähnlich wie Danny Ocean seine Bande von Dieben zusammentrommelt, grasen die drei nun Hauptverantwortlichen alte Kontakte ab, die entweder noch irgendwo bei IBM arbeiten oder bereits weitergezogen sind. Ähnlich wie Shippey können die wenigsten einem einzigartigen Projekt wie diesem nicht widerstehen. Industrieveteran David Ray, Jim van Noordstrand und Tony Trong ergänzen das STI Design Center, kaum dass sie angefragt werden. Externe und College-Absolventen müssen sich in hartnäckigen Bewerbungsgesprächen behaupten, um ihr Lösungsdenken noch mehr auf die Probe zu stellen als ihre Fachkenntnisse. Speziell Shippey ist es auch wichtig, dass alles auf einer persönlichen Ebene harmoniert. Das Zusammenstellen des Teams ist eine ungeahnt herausfordernde Aufgabe. Um ihren Beitrag zu leisten, versprechen auch Sony und Toshiba ihre besten Hardware-Architekten und Ingenieure zu schicken. Doch die Japaner sind nicht leicht zu einem mehrjährigen Exkurs in die USA zu überreden. Auch IBM selbst befindet sich nicht in der besten wirtschaftlichen Lage und ist eher im Prozess des Stellenabbaus. Viele begehrte Mitarbeiter können das Hauptgeschäft der Serverchip-Entwicklung nicht verlassen. Umso angenehmer für das amerikanische Unternehmen, dass IBM letztlich 3/4 der Arbeitskraft stellt, aufgrund der gleichmäßigen Partnerschaft, aber nur 1/3 ihrer Gehälter zahlen muss. Letztlich nimmt das Team aber Form an. Einige Japaner erklären sich bereit, nach Austin zu ziehen, auch wenn sie Englisch im geschriebenen Wort zwar akzeptabel verstehen, dafür aber so gut wie überhaupt nicht in gesprochener Form. Auch selbst bringen sie kaum ein englisches Wort heraus. 2-mal die Woche kommt ein Englischlehrer ins Büro, doch die Fortschritte sind schleppend. Auch kulturell entsteht eine merkliche Diskrepanz zwischen den gründlichen und vorsichtigen Japanern, die sich für jede Kleinigkeit die Genehmigung von Ken Kutaragi einholen, und den risikofreudigen Amerikanern liegen Welten. Unterm Strich fällt das Team ungewöhnlich jung aus und viele der Mitarbeiter sind im Alter der Kinder von manchen der Veteranen. Denen haben sie auch etwas Essentielles voraus. Sie sind mit Videospielen aufgewachsen und zwingen die alten Hasen, wie auch David Shippey selbst, der nie einen Controller in der Hand hatte, an Gamer-Fachwissen aufzustocken. Shippey legt sich eine PlayStation 2 zu und kann die Begeisterung für das Medium schnell verstehen. Als IBM schließlich den befürchteten Einstellungsstopp verhängt, ist das STI-Team gezwungen, Unterstützung in anderen IBM-Niederlassungen zu suchen, was sie eigentlich hatten vermeiden wollen. So entwickelt sich die Gruppe von 30 auf etwa 240 Leute, die von Böblingen in Deutschland bis nach Kalifornien 7 unterschiedliche Zeitzonen umfassen. Um zeitfressende Komplikationen und Kommunikation zu vermeiden, wird jedem zusammensitzenden Team eine in sich geschlossene Aufgabe erteilt. Dadurch, dass jedes Team an einem eigenen Teil des Chips arbeiten darf, wird der Ehrgeiz erhöht, ein funktionierendes Produkt abzuliefern. Niemand kann in die Hände klatschen und sagen, dass seine Arbeit erledigt sei und der Rest nun an wem anders hängt. Unverzichtbare externe Einstellungen wie den ehemaligen IBM-Mitarbeiter Jack Bell gibt man an Toshiba weiter, die ihn stattdessen einstellen sollen. Dummerweise gilt er damit auf beiden Seiten als Doppelagent, der die jeweils andere Seite ausspionieren möchte.
Am Ende des Tages finden sich in Austin 20 Ingenieure von Sony, 80 von Toshiba und deutlich über 100 von IBM selbst ein. Und jeder einzelne von ihnen wird auch dringend gebraucht angesichts des visionären Projekts. Das wohl relevanteste Ziel, das sich alle drei Partnerfirmen teilen, ist die Eroberung des Heimcomputermarktes, der jedoch von Intel dominiert wird mit einem beträchtlichen Marktanteil von 85%. Speziell für Sony wäre ein Sieg über diesen Giganten die reinste Genugtuung, nachdem Intel auch die Xbox ausgestattet hat, die sich zum größten Konkurrenten der PlayStation 2 entwickelt hatte. Auch wenn sowohl IBM als auch Apple Intel bereits gelegentlich in Sachen Prozessorleistung ausstechen konnten, ziehen sie doch immer den kürzeren, wenn es um die Geschwindigkeit des Chips geht. 2001 ist der Intel Pentium 4 Prozessor das Nonplusultra mit einer Taktrate von 1,5 GHz. Das bedeutet, dass der Prozessor in jeder Sekunde 1,5 Milliarden Takte durchläuft, wobei jeder Takt dem Chip das Ausführen von Aufgaben ermöglicht. Sonys Marktanalyse jedoch ergibt, dass sie mindestens 4 GHz benötigen, um im Jahr 2005 konkurrenzfähig zu sein. Um dieser geradezu aberwitzig anmutenden Herausforderung die Krone aufzusetzen, legen die PlayStation 3 Ingenieure fest, dass der Chip nicht mehr als 75 Watt benötigen darf. Ein Energiebedarf deutlich unter allem, an dem die meisten Beteiligten jemals gearbeitet haben. Gerade im Servergeschäft trägt der Stromverbrauch üblicherweise die niedrigste Relevanz. Die PS3 hingegen muss energiesparender arbeiten, da ansonsten auch mehr Hitze entsteht und im Umkehrschluss mehr Kühlung benötigt wird. Kutaragis kreative Sparmaßnahmen beim Bau seiner Hardware haben Sony in der Vergangenheit enorme Gewinne beschert und daran möchte man festhalten. Auch möchte man aus der PS2 lernen, die aufgrund ihrer heißlaufenden Emotion Engine CPU teure Kühlkörper und Lüfter erfordert. Mehrere Chips zu verbauen ist aufgrund von Budget- und Platzlimitierung nicht möglich. Ein einziger Chip muss also mehrere Prozesse verarbeiten können. Sonys Visionär träumt von Realismus anstelle von Cartoon-Grafik, von einzeln animierten Grashalmen, die auf die Berührung eines rollenden Golfballs reagieren, anstelle von grün eingefärbten Polygonflächen. Anders ausgedrückt müssen sie also ein völlig neues Tier züchten. Es muss so schnell sein wie ein Gepard, so laut brüllen können wie ein Löwe und dabei essen wie eine Katze. In einer einzigen Generation von Mikroprozessoren fordert man ein Vervierfachen der Geschwindigkeit. Um das Hirn des Prozessors also mit Muskeln zu ergänzen, entstehen die sogenannten Synergistic Cores, auch Synergistic Processing Elements oder SPEs genannt. Wenn die Aufgaben im PowerPC-Kern ankommen, evaluiert dieser alles und überprüft, was die SPEs gerade tun. Anhand dessen entscheidet er, wie die Arbeit zu verteilen ist, um die maximale Effizienz zu gewährleisten. Eine Aufgabe, für die man den seit 1983 bei IBM beschäftigten Sang-Dong ins Boot holt. Die SPEs sind sogenannte SIMD- und Vektorprozessoren, die entworfen wurden, um diverse Daten gleichzeitig zu verarbeiten. Sie wurden bereits in den 80ern in riesigen Wissenschafts-Supercomputern verwendet, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Während herkömmliche Desktop-Prozessoren solche Funktionen meist nur als kleine Zusatzeinheit integrierten, greift IBM für den Cell-Chip das Konzept des reinen Vektorrechnens wieder auf und skaliert es massiv nach oben, um eine Rechenleistung zu erreichen, die weit über dem Standard von Heimkonsolen liegt. Das In-Reihe-Arbeiten ist eine hervorragende Lösung für vorhersehbare, parallel laufende Arbeitsprozesse, die von Hand optimiert werden, wie das Schreiben von Lösungen für wissenschaftliche Probleme. Für Videospiele hingegen mit ihren zahllosen, unabhängig voneinander beweglichen und dadurch unberechenbaren Teilen ergibt die Technik eine unnötige Komplikation. Code, der eigentlich nur 5 Zeilen bräuchte, erstreckt sich plötzlich auf 100. Das lässt sich mit einem Unternehmer vergleichen, der eine Handvoll Leute einstellt, die die Arbeit für ihn erledigen sollen. Doch anstatt ihnen bei Dienstbeginn schnell ihre Aufgaben zuzuteilen und sich zurückzulehnen, muss der Unternehmer zunächst ein Meeting samt ausführlicher PowerPoint-Präsentation abhalten. Das bleibt so, bis First-Party-Entwickler Tools zusammenstellen, die diese PowerPoints essentiell automatisieren. Federführend ist hier Naughty Dog, die das sogenannte ICE-Team beherbergen. ICE steht für Initiative for a Common Engine,
also Initiative für eine gemeinsame Engine. Das Team entwickelt Grafiktechnologien wie Komponenten von Spielengines, Grafikverarbeitungspipelines oder Debugging-Tools. Damit unterstützen sie nicht nur die PlayStation-Studios, sondern auch Drittentwickler, die mit der PS3-Hardware die größten Schwierigkeiten haben. Doch auch Insomniac und Guerrilla Games bauen sich Werkzeuge, die das Nutzen der SPEs weitestgehend automatisieren. Auch externe Engines wie Unreal oder Havoc werden mit der Zeit weiterentwickelt, um die besonderen Bedingungen der PS3-Hardware auszunutzen. Doch bei all den Plänen, die man mit diesem Superchip schmiedet, steht durchgängig die zeitkritische PlayStation 3 im Vordergrund. Um die Marktdominanz zu behalten, muss die Konsole im Weihnachtsgeschäft 2005 in den Läden stehen. Das Budget allerdings fließt nahezu ausschließlich in die Hardwareentwicklung. Das für die Software des Cell-Prozessors zuständige Team ist ebenso unterbesetzt wie unterfinanziert und ihre Kapazität reicht gerade aus, um die Basis für die erste Spieleapplikation der PS3 fertigzustellen. Man ist meilenweit davon entfernt, die Vision sämtlicher STI-Partner zu realisieren. Die Einhaltung des Zeitplans ist das oberste Gebot und das hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen des Teams. Um Launch-Titel garantieren zu können, müssen Prototypen oder sogenannte Developer-Kits der Konsole 18 Monate vor Veröffentlichung ausgeliefert werden, sprich im Juni 2004. Um das sicherzustellen, muss der Chip im November 2003 in Produktion gehen, was wiederum bedeutet, dass das theoretische Design bereits im Juli 2003 fertiggestellt sein muss. Dem Team bleiben damit noch 1,5 Jahre, um den schnellsten und kompliziertesten Mikroprozessor der Welt zu entwerfen, auftretende Fehler zu finden und zu bereinigen und alles zu verifizieren. Startet man bei einem weniger anspruchsvollen Prozessor von Null, nimmt das Design üblicherweise 6 bis 12 Monate in Anspruch. Dieses Design wird durch tägliche Brainstorming-Meetings vorangetrieben, die bis zu 20 Abteilungsleiter umfassen. Sie diskutieren Ideen, Möglichkeiten, auftretende Probleme und Lösungsansätze. David Shippey reist in seiner Vorstellung selbst durch den von ihm entworfenen Prozessorkern, ähnlich wie in einem seiner Lieblingsfilme Tron, während er visualisiert, welche Hindernisse im Design ihn ausbremsen würden. So fallen Leitungsverzögerungen auf, die ausgemerzt werden müssen, während man sich mit Simulationen dem kritischen Energieverbrauch widmet, die in späten Nächten und an Wochenenden geschrieben werden. Um die 75 Watt zu erreichen, macht man Gebrauch von Clock Gating. Metaphorisch gesprochen ist der Chip dabei ein dunkles Haus, in dem man jedes Mal das Licht einschaltet, wenn man einen Raum betritt und es wieder ausschaltet, wenn man ihn verlässt. Entgegen Shippeys Entwurf und Empfehlung, beim Prozessor auf sogenanntes Dual Issue zu setzen, wird er überstimmt und man integriert stattdessen Multithreading, das auf dem Papier zu einer 30% höheren Leistung führt. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden lässt sich mit einem Koch veranschaulichen. Beim Dual Issue kann der Koch 2 Aufgaben desselben Rezepts oder Threads gleichzeitig erledigen. Mit der einen Hand zerkleinert er Gemüse, mit der anderen wendet er Fleisch in der Pfanne. Das funktioniert allerdings nur, wenn die beiden Aufgaben unabhängig voneinander sind. Wenn seine linke Hand Gemüse schneidet und die rechte es braten soll, muss zunächst gewartet werden, bis das Schnibbeln fertig ist. Beim Multithreading werden nicht 2 Aufgaben parallel bearbeitet, stattdessen gibt man dem Koch 2 Rezepte an die Hand. Erreicht er beim ersten Rezept den Punkt, an dem er darauf warten muss, dass das Wasser im Topf kocht, wechselt er schnell zum zweiten Rezept, um dort die Soße umzurühren. Das einzelne Rezept dauert so nun zwar länger, aber im gesamten Arbeitsprozess wird Leerlauf minimiert. Doch die Herausforderungen beim Entwerfen des Cell-Prozessors bleiben nicht die einzigen. Speziell Shippey wird ständig in weitere Aufgaben eingebunden, obgleich die regelmäßigen Meetings ihn bereits lange genug von seiner eigentlichen Arbeit abhalten. Jacob Akraut, dessen Aufgabe es ist, weitere Kunden für den Chip an Land zu ziehen, bürdet ihm und seinem Team zusätzliche Funktionen und Anforderungen auf, die für künftige Anwendungen wichtig sein könnten. Während Branchenführer Intel wohlgemerkt immer noch bei 1,5 GHz steht, fragt Akraut für einen Kunden die Möglichkeit von 6 GHz an. Ein Meilenstein, den man als möglich erachtet, allerdings nicht ohne dabei die Deadline der PlayStation in Gefahr zu bringen. Ehe STI sich versieht, sind neben Sony plötzlich Apple und IBMs eigene Server Group ihre Kunden. Zwar ist das äußerst positive Feedback zu ihrer Arbeit motivierend, doch die Anfragen für Designanpassungen nehmen zu.
Obgleich quasi bereits rund um die Uhr gearbeitet wird, lädt man zusätzliche Arbeit beim Team ab, um nun speziell auch Apples Bedarf zu decken. IBM derweil ist auch sehr stolz darauf, das größte Patentportfolio der Industrie zu haben. Shippy wird dafür abgestellt, im Patentkomitee mitzuwirken, das regelmäßig evaluiert, ob die einzelnen Arbeitsschritte des Teams sich patentieren lassen. Als sich Sony 2003 den gesamten Cell-Prozessor patentieren lässt, gehen die Verantwortlichen bei IBM auf die Barrikaden und spätestens als mit Klagen gedroht wird, lässt Sony die Mitarbeit von einigen IBM und Toshiba-Ingenieuren nachtragen. Dabei hat jeder Beteiligte eigentlich mehr als alle Hände voll zu tun mit der PlayStation 3. Designingenieur Brian Crockett zerstört aus Frust über auftretende Bugs mehrere Tastaturen und Dan Stasiak wird zum Stromzaren ernannt, um die 75 Watt im Blick zu behalten. Der ursprünglich veranschlagte Platz für den PowerPC-Kern reicht nicht mehr aus und ein Kampf mit den an anderen Teilen des Prozessors arbeitenden Abteilungen bricht aus, da keiner auf seinen Platz verzichten möchte. Bei einem der externen Standorte wird dann auch noch ein Datenfehler übersehen, der den Chip auf lediglich 2 bis 2,5 GHz beschränkt und das auch noch zu einem Zeitpunkt, an dem es bereits zu spät für derart gravierende Änderungen ist. Man fliegt Jürgen Pille aus Deutschland ein, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Der Fehler ist eine Pille, die man schlucken muss und die Änderung wird für die erste Revision des Chips aufgeschoben, die eigentlich dem Testen und Debuggen vorbehalten ist. Ohne eine Taktrate von 4 GHz kann darüber hinaus auch ein Großteil der Synergistic Cores nicht getestet werden, die die PS3-Architektur einzigartig machen und dem Chip die Leistung eines Supercomputers verleihen. Diese Cores sind eine zusätzliche Ursache für Bauchschmerzen. Ursprünglich sind 6 davon geplant, doch eines Tages platzt Ken Kutaragi in ein Meeting herein und verkündet, dass die Zahl 8 wunderschön wäre. Niemand kann Kutaragi die Stirn bieten und entsprechend muss ein völlig neuer physikalischer Schaltplan erstellt werden. Das ist auch kritisch hinsichtlich der späteren Produktion, da der Cell-Prozessor sich bereits am physischen Limit bewegt. Ein noch größerer Chip wäre nicht mehr herstellbar. Grundsätzlich ist der Chip zwar modular aufgebaut, sodass man je nach Anwendung Kerne hinzufügen oder entfernen kann, doch das war eigentlich erst für Projekte nach Fertigstellung der PlayStation gedacht. Auch die Manager bei STI resignieren vor Kutaragis Dickkopf und geben das Kommando: macht einfach. Just do it! Man verbaut 8 Hochgeschwindigkeits-SPEs, lässt aber lediglich 7 davon arbeiten. Der 8. springt nur ein, sollte ein anderer der 7 ausfallen. Ein weiterer ist dediziert für das Betriebssystem zuständig, sodass Entwicklern effektiv nur noch, wie ursprünglich geplant, 6 Elemente zur Verfügung stehen. Das wirft die Zeitplanung um mehrere Monate zurück und verursacht erhebliche Mehrkosten, die den Gewinn beim Vertrieb der Chips für alle Partner signifikant reduziert. Ein Umstand, der IBMs Loyalität gegenüber Sony bröckeln lässt. Ein internes Audit kommt zu dem Schluss, dass die Weihnachtsdeadline 2005 immer noch getroffen werden kann, doch der Mehraufwand hat sämtliche Puffer aufgebraucht. Das Team darf sich keinen einzigen Fehlschlag mehr erlauben. Spät im Jahr 2002 klopft es dann wieder an die Tür und niemand Geringeres als Microsoft steht davor. Auch sie sind bereit für die nächste Generation und arbeiten an ihrem Xbox-Nachfolger. Da Sony nachweislich bereits einen 2,5-jährigen Vorsprung hat, sind sie gewillt, nahezu jedes Risiko einzugehen, um den Japanern mit ihrer neuen Konsole doch noch zuvorzukommen. IBM ist dafür tatsächlich Microsofts letzte Wahl. Bereits in den 80er Jahren haben sie sich zu Rivalen entwickelt, die sich bei der Entwicklung eines Betriebssystems entzweit haben. Mit der Folge, dass IBM das PC-Geschäft verlor. Doch ähnlich wie Kutaragi können die Standardlösungen von Konkurrenten Intel und AMD auch Microsoft nicht überzeugen, während die Unternehmen das Entwickeln eines individuellen Prozessors ablehnen. Um den Quantensprung auf ein völlig neues Level der Spieleerfahrung zu gewährleisten, geht Bill Gates persönlich auf IBM-CEO Sam Palmisano zu, der ihn an eine neu eröffnete Abteilung verweist, die händeringend auf der Suche nach Kunden für ihre technischen Dienstleistungen ist. Auch sie versuchen es zunächst mit ihren Standardchips, aber hellhörig wird Microsoft erst im Frühjahr 2003, als IBM-Mitarbeiter Adam Bennett ihnen gegenüber detaillierte Informationen fallen lässt über einen Hochfrequenz-Mikroprozessor, der sich noch in Entwicklung befindet.
Er preist eine Betriebsleistung von weniger als 10 Watt an und dabei eine Taktrate von 4 GHz. Microsoft, die bereits überall gesucht haben, wissen genau. Niemand hat auch nur Entwürfe für etwas Vergleichbares. Niemand außer das STI-Team, das am PowerPC-Kern arbeitet. Ein Team, dessen vorrangiges Ziel seit Arbeitsantritt ist, Microsoft zu schlagen. Im Sommer 2003 erfahren sie von dem Deal, der sich anbahnt. Mit Microsoft ins Bett zu springen, bevor der Chip überhaupt vollendet ist und auch bevor die PS3 veröffentlicht wird, ist entsprechend der Partnerschaftsbestimmungen nicht illegal, definitiv aber höchst unsportlich. Gerade auch, weil das ohnehin schon auf dem Zahnfleisch gehende Team mit zusätzlichen Funktionswünschen für die Xbox 360 konfrontiert wird. Microsoft verlangt eine leistungsstärkere Vector Processing Unit zur schnelleren Verarbeitung von Gamecode, denn schneller ist gleichbedeutend mit realistischer. Doch die Vertragsverhandlungen ziehen sich in die Länge und als die Monate verstreichen, denkt das STI-Team bereits, dass sie der anfliegenden Kugel ausgewichen wären. Doch Microsoft ist fest entschlossen und in Zugzwang. Ein weiteres Mal wird Bill Gates persönlich aktiv und trifft sich ganz ohne Anwälte mit IBMs Senior Vice President John Kelly, um sich mit einem Handschlag zu einigen. Microsoft verzichtet auf millionenschwere Strafklauseln und im September 2003 ist der Vertrag unter Dach und Fach. Dieser Deal spaltet das STI-Team, buchstäblich. Die meisten, die davon Wind bekommen, sind entsetzt, ihre Vision und ihre Allianz mit Sony zu verraten. Ganz abgesehen von der noch höheren Arbeitsbelastung. Auch auf höherer Ebene dampft Jim Cayley vor Wut, der mit dem Cell-Prozessor große Pläne für IBM und für seine Karriere sieht. Die Vision, Variationen davon in allem von Handys bis zu Supercomputern zu verbauen und Innovation anzutreiben, ist durch die zusätzliche Arbeitslast des Microsoft-Chips gefährdet. Auch wenn das Designteam darauf beharrt, die PowerPC-Kerne für beide Systeme so ähnlich wie möglich zu halten, da auch Microsoft die Deadline für das Weihnachtsgeschäft 2005 ansetzt. Doch abgesehen von den inneren Konflikten der IBM-Mitarbeiter treibt der Microsoft-Deal nun auch einen breiten Keil zwischen die und ihre japanischen Kollegen, vor denen man die Vertragsschließung um jeden Preis geheim halten möchte. Mitarbeiter, mit denen man über die vergangenen Jahre trotz der Sprachbarrieren Freundschaften geschlossen hat, mit denen man sämtliche amerikanischen und asiatischen Feiertage zelebriert hatte, werden nun von Meetings ausgeschlossen. Vor ihrer Nase knallt man Türen zu und IBM-Leute tuscheln hinter vorgehaltener Hand. Es dauert nicht lange, bis Misstrauen und Gerüchte die Runde machen. Doch Microsoft tritt nicht als Teufel auf, ganz im Gegenteil. Speziell die IBMler, die das Projekt anführen, allen voran David Shippey, sind regelrecht begeistert vom Antrieb des Unternehmens und von der einfachen Zusammenarbeit, die einen starken Kontrast zu dem japanischen Konservatismus darstellt. Noch energischer als bei Sony fällt in jedem Microsoft-Meeting mehrfach das Schlüsselziel: Weihnachten 2005. Auch wenn man dafür anderweitig Opfer bringen muss, dieses Ziel ist unerschütterlich. Davon abgesehen präsentiert sich das Xbox-Team aber äußerst locker. Stolz präsentieren sie den Ingenieuren einen actiongeladenen Trailer zu Halo, der ihnen verdeutlichen soll, wofür sie arbeiten. Etwas, das Sony nie getan hat. Microsofts Entertainment-Chef Robbie Bach vertraut seinem Team und lässt sie freie Entscheidungen treffen, während Ken Kutaragi als Diktator auftritt und in jede Entscheidung einbezogen werden möchte. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass Sony äußerst langsam im Agieren sowie Reagieren ist. Zudem unterdrückt die kulturell geprägte Firmenhierarchie zahlreiche wertvolle Meinungen und Ideen. Das STI-Design-Team arbeitet nun also nicht nur an der PlayStation 3, sondern auch an einem Chip für Apple sowie für Microsoft und das alles, während IBMs Einstellungsstopp weiter anhält. Rund 400 zusätzliche Ingenieure werden benötigt, um das Pensum stemmen zu können, weshalb man sich erneut im IBM-Kosmos umsieht und widerwillig auf den Standort in Raleigh, North Carolina zutritt. Das Team dort ist Außenseitern gerade feindlich gesonnen, nachdem sie eine Reihe von guten Leuten entlassen mussten und andere in Reaktion darauf zur Konkurrenz abgewandert sind. Befehle und Unterrichtsstunden von Austin zu bekommen, passt darüber hinaus auch nicht gerade in ihren üblichen Arbeitsprozess. Letztlich haben sie aber keine Wahl.
Mit Rayleigh an Bord fehlen STI immer noch 100 Leute und für die stellen sich dem Management zwei Möglichkeiten. IBM zu überreden, Leute zumindest kurzfristig einzustellen oder Sony und Toshiba davon zu überzeugen, die Änderungen am Kern auch für die PlayStation zu übernehmen. Eine schwierige Argumentation, da das Design für deren PowerPC-Kern praktisch bereits fertig ist. Doch IBM lässt Sony keine andere Wahl. Ein Aufsplitten der Arbeitskräfte und Ressourcen hätte zur Folge, dass der Veröffentlichungstermin für die PlayStation kaum noch einzuhalten wäre und dass sowohl die Chipproduktion als auch die Spieleentwickler noch weniger Zeit hätten. Dank Kutaragis 8 wunderschönen Kernen will IBM dringend zusehen, anderweitig den Gewinn anzukurbeln. Grundsätzlich schlägt Sony letztlich ein, doch die Vector Processing Unit ihres ursprünglichen PowerPC-Kerns möchten sie beibehalten, da eine Anpassung zu großes Risiko bedeuten würde und aus Sicht der PS3 keinen Mehrwert bietet. Die Arbeit der Unit wird von den Synergistic Cores übernommen. Unterm Strich bedeutet das, dass es keine Einigung gibt und STI letztlich doch an 3 verschiedenen Chips arbeiten muss. Sämtlichen Japanern gegenüber hält man sich hinsichtlich Microsoft weiterhin bedeckt und jedes Mal, wenn es um die Xbox 360 geht, wird von einem anderen Kunden gesprochen. Um die gesamte Arbeitslast der Projekte stemmen zu können, benötigt IBM ihr gesamtes STI-Team, auch wenn die Bauchschmerzen bei vielen noch zunehmen, als man die Japaner effektiv und vor allem unwissentlich am Erfolg ihres größten Konkurrenten arbeiten lässt. Es gibt Ingenieure, die angesichts dieses Hochverrats in Tränen ausbrechen. Um ihr Gewissen zu erleichtern, versuchen sie dennoch, die Japaner bestmöglich aus den Microsoft-Aufgaben herauszuhalten und verteilen wichtige Arbeit auch an Neulinge, anstatt sie den dafür prädestinierten Veteranen zu übergeben. Derweil hat auch Microsoft keine Ahnung, dass ihr Prozessorkern von dem PlayStation 3 Team entwickelt wird. Meetings werden zum reinsten Spion-Thriller, bei denen man nur mit ausgewählten Mitarbeitern teilnehmen kann und die stets auf anderen Etagen oder in ganz anderen Gebäuden stattfinden müssen, was den Beteiligten zusätzliche Arbeitszeit raubt. Außerdem ist ihr Wissensstand von beiden Projekten kontaminiert und sie müssen sich zurückhalten, nicht auszurutschen, während sie all den Microsoft-Problemen lauschen, die sie für Sony bereits gelöst haben. Erst als Microsoft eine Pressemitteilung veröffentlicht, die die Zusammenarbeit mit IBM in der Entwicklung der Xbox 360 verkündet, zählen die ohnehin schon misstrauischen Japaner 1 und 1 zusammen. Mit einem Schlag zerbrechen Freundschaften und ihre übliche Zurückhaltung bei der Arbeit hat auch ein Ende. Sie sind wütend und sie zeigen es auf ihre Art. Sony und Toshiba halten überraschenderweise an ihrem Plan fest. Zum einen, weil IBM im rechtlichen, wenn auch nicht moralischen Rahmen gehandelt hat. Zum anderen, weil bereits zu viel Geld geflossen ist und sich das Zeitfenster ihrer Pläne schließt. Die Arbeitslast ist beinahe unerträglich und allen Mitarbeitern, die den Abend durcharbeiten und am Wochenende ins Büro kommen, werden warme Mahlzeiten zur Verfügung gestellt. Doch dem Management ist das egal. Als IBM einen schweren Schlag von der Konkurrenz erhält und bei ihren niedrigpreisigen Servern Marktanteil verliert, möchten sie ebenfalls den Cell-Prozessor einsetzen. Und natürlich brauchen auch sie dafür individuelle Anpassungen. Die Zeit wird eng und mit der Weihnachtsdeadline nach wie vor an oberster Stelle der Prioritätenliste rutscht die Relevanz von Performance, Frequenz und Flächenleistung zunehmend nach unten. Kompromisse sind willkommen und einer davon ist das Out-of-Order-Processing zu entfernen. Um zur Erklärung noch einmal unseren Koch hinzuzuziehen. Er hat ein Rezept mit aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten. Erstens Nudeln kochen, zweitens Tomaten schneiden, drittens Wasser für Nudeln holen. Ohne Out-of-Order-Processing arbeitet der Koch strikt nach Liste, merkt aber gleich beim ersten Schritt, dass er die Nudeln nicht ohne Wasser kochen kann. Also steht er untätig vor den Nudeln, bis ihm jemand Wasser bringt. Mit dem Processing ist der Koch intelligenter und denkt mit. Er erkennt ebenfalls, dass man die Nudeln nicht ohne Wasser kochen kann und zieht Schritt 3 vor. Zudem, während die Nudeln kochen, schneidet er schon mal die Tomaten, um Wartezeit zu verhindern. Das Ergebnis ist dennoch das im Rezept gewünschte. Für Apple ist das Verzichten aufs Out-of-Order-Processing aber ein Dealbreaker und sie ziehen sich wütend aus dem Vertrag zurück. Auch sie haben einen engen Zeitplan, weil sie Intel schlagen wollen.
Doch IBM priorisiert ihre Vertragspartner. Apple hat eine deutlich geringere Abnahmemenge von Chips als Sony oder Microsoft. Zudem sind sie die einzigen, die nicht vorab für Kosten aufkommen. Aufgrund ihres Zeitplans in die Ecke gedrängt, sehen sie sich aber gezwungen, eine andere, minderwertigere IBM-Lösung für ihren Power Mac G5 zu nutzen, was die Geschäftsbeziehungen stark schädigt. 2005 verlassen sie IBM für deren größten Konkurrenten Intel. Auch die IBM Servers Group macht einen Rückzieher, als sie auf zu großen Widerstand in den eigenen Reihen treffen. STI gelten als Außenseiter und die IBM-Ingenieure der Servergruppe sind sehr konservativ eingestellt. Von den 4 Kunden für ihren Mikroprozessor waren plötzlich also nur noch 2 übrig. Praktischer wäre sicherlich gewesen, wenn einer der beiden nicht Microsoft wäre. Das bereits vor Monaten beschlossene Verzichten auf Dual Issue wird nun zum Problem, das hunderte ansonsten unnötige Arbeitsstunden verursacht, durch Microsofts Anforderung, so viele Vector Processing Units wie möglich auf dem Chip unterzubringen. Der Prozessor ist damit wieder so individuell, dass dem Team nichts anderes übrig bleibt, als komplett von vorne zu beginnen und ihn nun nur noch 11 Monaten zu vollenden, was normalerweise mindestens 18 dauert. Doch die parallele Arbeit an beiden Konsolen birgt auch faszinierende Erkenntnisse. Beim Studieren der Xbox 360-Architektur kristallisieren sich zahlreiche Parallelen zur PlayStation 3 heraus, zu denen Microsoft sich wahrscheinlich von den zuvor veröffentlichten Sony-Patenten hat inspirieren lassen. Beide Projekte nutzen dieselben Bausteine, erfinden dabei aber völlig eigene Lösungen. Die letztlich von 4 auf 3 reduzierten PowerPC-Kerne in der Xbox 360 erfüllen mit ihrem Multithreading dieselben Aufgaben, für die Sony ihre Synergistic Cores nutzt. Um nicht mehr nur von dem anderen Cell-Prozessor sprechen zu müssen, fordern die Manager die Umbenennung des Xbox-Kerns. David Shippey und sein Team machen sich einen Spaß daraus, ihn Playbox zu nennen, abgekürzt PB-Kern. Den Managern verkaufen sie die Bedeutung dahinter als PowerPC Boosted. Wenn immer die eigentliche Playbox Erwähnung findet, sorgt das unter ihnen für eine inzwischen sehr selten gewordene Erheiterung. Ken Kutaragi derweil, überzeugt von der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der PlayStation 2, gibt die Herstellung von Interconnect IO sowie dem Memory System des Chips an die Firma Rambus weiter, die eine hohe Leistung für verhältnismäßig kleines Geld anbieten. Das Memory System ist der Zutatenwagen, mit dem unser metaphorischer Koch seine Zutaten bzw. Daten aus dem Speicher wie aus einem Kühlschrank holt. Mit dem Wagen kann er die Daten deutlich schneller als per Hand transportieren. Das Interconnect IO hingegen regelt die Kommunikation zu außerhalb des Prozessors liegenden Komponenten, wie beispielsweise dem Grafikchip. Es legt fest, wie schnell und in welchem Ausmaß Daten den Chip verlassen oder erreichen können. IBM, die lieber hauseigene Lösungen verwenden möchten, legen ihr Veto ein, doch wieder einmal bekommt Kutaragi seinen Willen. Und wieder einmal wird es ihm zum Verhängnis werden. Die Zusammenarbeit zwischen IBM und Rambus ist vollkommen inkompatibel und Rambus scheint keinerlei Empfinden für die Dringlichkeit des Auftrags mitzubringen. Während das STI-Team auf die Schaltpläne von Rambus wartet, setzt Microsoft ohne jegliche Verzögerung auf gängige PC-Teile und direkt von IBM zur Verfügung gestellte Lösungen. Doch die Fehler, die Sony und Kutaragi begehen, nehmen damit noch kein Ende. Der Gedanke, die Grafikarbeit primär von den Synergistic Cores erledigen zu lassen, entstammt in großen Teilen dem Wunsch, Geld einzusparen. Lediglich eine mickrige GPU soll unterstützen und Sony selbst möchte sie entwickeln. Bei all den Risiken derweil, die Microsoft eingeht, ist das keines davon. Sie möchten das gewohnte Modell für Programmierer nicht ändern und bleiben bei der klassischen Aufteilung zwischen CPU und GPU. Für letztere kaufen sie dieses Mal eine Lösung von ATI ein, nachdem Nvidia bei der Xbox deutlich zu teuer war und dennoch zu spät lieferte. Sonys hauseigener Grafikchip derweil fällt über mehrere Monate hinweg wiederholt hinter den Zeitplan und schließlich müssen die Japaner sich eingestehen, dass sie außerhalb ihrer Expertise arbeiten. Auf den letzten Drücker wenden sie sich an Nvidia, die im Eilverfahren eine Lösung vorbereiten sollen. Doch das ist erst einmal nicht STIs Problem. Ihr eigenes gestaltet sich durch den neuen Zeitplan. Von Dezember 2003 bis Januar 2004 muss die Blaupause fertiggestellt werden, bevor zwischen Februar und November 2004 das detaillierte Chip-Design abgeschlossen werden kann. Damit kann das Design noch vor Weihnachten in Produktion gehen.
Der ambitionierteste Zeitplan, der jemals bei IBM aufgestellt worden war. Jeder spricht nur noch über den Zeitplan und um den final doch noch einhalten zu können, überspringt man widerwillig das essentielle Bugtesting und geht direkt in die nächste Designphase über. Weil nun jeder Tag zählt und jeder Fehler Millionen Verluste bedeuten kann, werden Positionen nach Berufserfahrung umbesetzt. Doch es reicht nicht aus, um die gesetzten Meilensteine zu erreichen. Inzwischen hat sich der Vizepräsident persönlich ins Projekt eingeklinkt und verlangt tägliche Statusberichte über jede noch so große Kleinigkeit, begleitet von regelmäßigen Audits, die zu messen versuchen, ob der Zeitplan realistisch ist und welche Elemente ihn zum Wackeln bringen. All das sind Prozesse, die eine Menge Zeit schlucken und die Ingenieure von ihrer drängenden Arbeit abhalten. Zu der gesellt sich ein zusätzlicher Auftrag von Microsoft, die ihren Entwicklern bereits vor der Fertigstellung der CPU und GPU ein Developer-Kit zur Verfügung stellen möchten. David Shippey und sein Team sollen sich eine Überbrückungslösung mit anderen Teilen ausdenken, die den Entwicklern zumindest im Ansatz eine Idee davon gibt, womit sie arbeiten. Um die Xbox 360 startklar zu kriegen, bekommen sie gesagt, think outside the box. Der Humor ist also noch nicht tot. Man stellt Microsoft den Chip zur Verfügung, der gerade für Apple in Entwicklung ist, und somit können die Entwickler mit ihrer Arbeit beginnen. Rund ein Jahr, bevor irgendjemand den ersten Xbox 360 Prototypen bekommt. Aufgrund der einzigartigen Architektur des Cell-Prozessors ist das eine Option, die Sony mit ihrer PlayStation 3 nicht zur Verfügung steht. Sie würden nicht genug Spiele rechtzeitig zum Launch fertig bekommen und nach aktuellem Stand würde die Produktion nicht einmal ausreichen, um eine sehr limitierte Veröffentlichung zu feiern. Auch das Handhaben der japanischen Kollegen ist immer noch ein Drahtseilakt, der ebenso Nerven wie Zeit kostet. Die essentiell selben Status-Meetings werden doppelt abgehalten. Einmal unter IBM-Leuten und einmal mit den Japanern. Und wenn im Rahmen der Xbox-Tests Bugs gefunden werden, muss man diese zunächst mühsam auf der PlayStation 3-Version nachstellen, um den Fund plausibel erklären zu können. Niemand will zugeben, dass Microsoft exakt dasselbe Produkt erhält, an dem sie alle beteiligt waren. Allen Bemühungen zum Trotz fällt die Stimmung weiter rapide bergab. Die Wertschätzung für die Arbeit der Ingenieure nimmt ebenso ab wie das Vertrauen untereinander und die Befehlskette hoch. Krankmeldungen nehmen zu, das Arbeitstempo nimmt ab und am Wochenende lässt sich kaum noch jemand blicken. Dennoch sind im September 2004 beide Designs abgeschlossen, noch vor der gesetzten Deadline und sogar mit einer übertroffenen Frequenz. Bevor es in die Produktion geht, wird das Design nun noch einmal auf Bugs geprüft. Ein gravierender poppt auf, der für die Xbox 360 ein Problem darstellt, für die PS3 hingegen überhaupt nicht. Der zuständige Ingenieur für den Bereich ist aber einer der Sony-Mitarbeiter. Man kann ihm nicht plausibel erklären, warum er den Bug korrigieren soll, doch er versteht und vollführt seine Arbeit wortlos. Natürlich geht noch mehr schief, als die Chips bei IBM produziert werden sollen. Es gibt Probleme in der Fertigungsanlage und beide Chips verspäten sich um 6 Wochen. Microsoft allerdings hat einen Notfallplan und lässt parallel von Chartered Semiconductor produzieren. Eine teure Absicherung, die sich aber lohnt. Der Chip ist fertig über einen Monat, bevor IBM überhaupt in Produktion gehen kann. Sony, die Geld sparen wollen und sich auf IBM verlassen, verpassen damit ihre Deadline für die Fertigstellung ihres Developer-Kits. Mit den physischen Chips nun in Händen verbringen Teile von STI ihre Zeit im Labor, wo die Chips rund um die Uhr im Schichtdienst getestet und debuggt werden. Innerhalb weniger Wochen nach der Lieferung des Chips läuft für Microsoft bereits Quake 2 im Testlabor. Nach anfänglichen Problemen mit dem Betriebssystemkern läuft der Chip nun so gut, dass das Team sich voll und ganz auf den Cell-Prozessor konzentrieren kann, als dieser Ende Februar endlich ankommt. All die gründliche Arbeit macht sich bezahlt, denn der Betriebssystemkern überrascht alle, als er bereits nach wenigen Stunden bootet und das sogar mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 GHz. STI hat soeben sämtliche Prozessorgeschwindigkeitsrekorde gebrochen. Ein weiteres Mal sieht David Shippey sich bestätigt, als erneut das Multithreading, gegen das er gestimmt hatte, den schwerwiegendsten Bug auslöst. Anstatt dem sekundären Thread weniger Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, saugt der Primäre einfach die gesamte Leistung auf und setzt sich damit selbst außer Kraft, da die Arbeit seines Kollegen ebenso notwendig für seine eigene ist.
Aufgrund des strikten Zeitplans soll die nächste Revision des Chips das finale Produkt bilden. Das Team arbeitet unerlässlich daran, sämtliche schwerwiegende Bugs zu finden, während Microsoft nichts Besseres zu tun hat, als sich weitere Änderungen zu wünschen. So sind sie mit dem Abspielen von originalen Xbox-Spielen nicht zufrieden und möchten einen verbesserten Emulationssupport. Neue Baustellen wie diese werden in der Regel abgelehnt, vor allem wenn sie zu aufwendig sind oder wie in diesem Fall keinen Sinn für die PlayStation 3 machen. Man konzentriert sich voll und ganz auf die Bugs und jeder davon wird in Meetings diskutiert. Jedes Korrigieren kann neue auslösen, weshalb man wirklich nur die schwerwiegendsten anpackt. Emotionsgeladene Streitigkeiten zwischen den PS3 und Xbox-Fraktionen brechen regelmäßig aus und das Testen wird noch fortgesetzt, als man die Chip-Revision schließlich in die Produktion gibt. Ein weiteres Mal zeigt sich Microsofts risikofreudige Strategie. Ohne einen gründlichen, abgeschlossenen Hardware-Labortest. Frei nach dem Microsoft-Motto, bring es als erster auf den Markt um jeden Preis, über die Bugs kannst du dich später noch sorgen. Nehmen Sie zusätzliche Kosten von Millionen in Kauf mit der Aussicht auf den Gewinn von 100 Millionen $, sollten Sie Sony dieses Mal schlagen. Eine Strategie, die sich auszahlt. Der erste Chip der neuen Produktionsreihe kommt im Mai 2005 an und innerhalb weniger Stunden läuft alles vollkommen reibungslos. Microsofts Weihnachtsdeadline ist gesichert. Aufgrund all der Rückschläge und Fehlentscheidungen, die sich inzwischen in luftige Höhe aufgetürmt haben, sieht Sony sich gezwungen, ihren geplanten Release zunächst auf den Frühling 2006 zu verschieben. Obgleich das STI-Team ihren Zeitplan eingehalten hat und dafür nicht verantwortlich ist, bildet diese Verschiebung eine massive Enttäuschung für alle. Ihr ursprünglicher Traum war es gewesen, einen großartigen Chip für eine großartige Konsole zu bauen, die an Weihnachten 2005 unter den Christbäumen zu finden wäre. Selbst als der Microsoft-Deal hinzukommt, wünscht man sich diesen Erfolg für beide Lager gleichermaßen. Doch genau wie dieser Wunsch zerschlägt es auch das Team, das in großen Teilen IBM wieder in alle Himmelsrichtungen verlässt. Viele anfängliche oder während der Jahre geschlossene Freundschaften ebenso gescheitert zurücklassend. Einzig Shippy kann zufrieden auf die anstrengendste Zeit seines Lebens zurückblicken. Seine Arbeit findet sich in einer ganzen Konsolengeneration wieder. Während sein PowerPC-Kern sowohl die Xbox 360 als auch die PlayStation 3 antreibt, nutzt die Nintendo Wii den PowerPC G3 Mikroprozessor, den er bereits vor vielen Jahren zu entwickeln half. Am 16. Mai 2005 lädt Sony im Rahmen der E3-Messe in Los Angeles zu einer über zweistündigen Pressekonferenz, während der sie auf schmucklosen weißen PowerPoint-Folien unzählige technische Daten ihrer neuen Konsole herunterleiern, während sie geradezu unangenehm offensichtlich von einem ungünstig angebrachten Teleprompter ablesen. Auch davon abgesehen ist die E3-Präsentation ein geradezu nervöses Chaos, das speziell im späteren Nachgang von Experten und selbst Fans als mittelschwere Lügenshow denunziert wird. Gerade gezeigte Gameplay-Aufnahmen beleidigen selbst laienhafte Zocker damit, mehr als offensichtlich vorgerendert zu sein oder nichts mehr als eine aufpolierte Tech-Demo darzustellen. Gewisse Spiegelungen auf Oberflächen, Grafikdetails, zerbrechendes Glas oder auch nur von Explosionen geworfene Schatten übersteigen offenkundig die Rechenleistung der Konsole oder doch zumindest die zu diesem Zeitpunkt vorherrschende Expertise damit. Diese optischen Täuschungen gipfeln in der Vorstellung von Rennspiel Motorstorm, das mit seinem Motion Blur, dem Detailgrad der Umgebung, der Zerstörungsphysik und auch der geometrischen Verformung, beispielsweise von Schlamm, Kiefer reihenweise herunterklappen lässt. Das finale Spiel, das Ende 2006 erstmals in Japan erscheint, sieht für seine Zeit immer noch hervorragend aus, ist aber meilenweit von allem entfernt, das der Trailer verspricht. Ähnlich dem actiongeladenen Video zu Project E8, das sich zu einem völlig anderen Resistance entwickeln wird. Wenn man den Präsentatoren genau zuhört, wird die vorsätzliche Täuschung sogar noch deutlicher. Formulierungen fallen wie die Vision für PlayStation 3 oder das Potenzial der Konsole.
Wünsche und ferne Zukunftsaussichten, weit ab dessen, dass man zum Launch und auch noch in den meisten Jahren danach zu sehen bekommt. Geladene Gäste und Industriegrößen sollen das Vertrauen in die PS3 untermauern, wie Jensen Huang von Nvidia, der den RSX vorstellt, oder Tim Sweeney von Epic, der eine in Unreal Engine 3 entwickelte Spiele-Demo mitbringt, die etwas an Gears of War erinnert, letztlich aber zu Unreal Tournament 3 wird. EA's Larry Probst präsentiert PS3-Technikaufnahmen von Boxspiel Fight Night, gefolgt von einem Trailer, der laut Experten Xbox 360 Gameplay zeigt. Auch der allgegenwärtige Spider-Man löst Stirnrunzeln aus, der nicht nur ständig in der PowerPoint auftaucht oder sich mit Filmszenen in einen Gran Turismo-Trailer einschleicht, sondern auch Dr. Octopus-Darsteller Alfred Molina für eine Gesichtsanimationspräsentation missbraucht und natürlich die Spider-Man-Schrift klar und deutlich als PlayStation 3-Logo verkauft. Doch es ist nicht alles schlecht. Während einer Performance-Demonstration mit Gummienten präsentiert Technikwunder Richard Marx, der während seiner Zeit bei Sony für die Entwicklung von iToy, Move und PlayStation VR mitverantwortlich ist, Bewegungssteuerungen, die effektiv das tun, was die Kinect später anbieten würde. Wohlgemerkt, noch bevor Nintendo den Controller ihrer kommenden Wii-Konsole erstmals präsentiert. Man präsentiert Umgebungen, die tatsächlich ohne die Hilfe einer GPU gerendert werden und lässt Fans kurz nach Luft schnappen, als Square Enix Final Fantasy VII in der nächsten Generation vorstellt. Wenn auch nur als technische Demo. Auf die offizielle Ankündigung des Remakes würden wir noch 10 Jahre warten müssen. Rockstar Games spielt ebenfalls eine Tech-Demo ab, die wir im Nachhinein betrachtet als Teaser für ein Red Dead Redemption betrachten können, das erst Anfang 2009 überhaupt angekündigt wird. Noch faszinierender ist die Vorstellung von Nioh, das noch 12 weitere Jahre in Entwicklung benötigt, um dann erst für die nächste Konsolengeneration zu erscheinen. Den Abschluss der Show bildet Ken Kutaragi, der endlich das Design der Konsole enthüllt. 6 USB-Ports, 2 HDMI-Anschlüsse für eine mögliche Multiscreen-Verwendung, 3 Ethernet-Anschlüsse und diverse Kartenleser, sowie natürlich das Blu-ray-Laufwerk. Für das Design ist, wie auch bei den anderen Konsolen davor, Teiju Goto verantwortlich, der bereits seit April 1977 bei Sony arbeitet und seither digitale Radiowecker, Kassettenspieler, Videokameras oder auch außergewöhnliche Fernseher wie den Kirara Basso TV entwirft. Beim Look der PlayStation 3 lässt er sich von hohen Gebäuden und Vasen inspirieren, doch entscheidend ist, dass die Konsole überall im Raum platziert werden kann, weil man sie mit Hilfe der kabellosen Controller nicht mehr berühren muss, um mit ihr zu interagieren oder sie überhaupt anzuschalten. Ken Kutaragi kündigt die PlayStation 3 für Frühjahr 2006 an. Effektiv ist Sonys E3-Konferenz eine Mischung aus bodenloser Arroganz, geschürt durch ihre vorangegangenen Erfolge und merklicher Nervosität, weil zumindest sie wissen, was hinter all den schicken Videos wirklich steckt. Sie unterschätzen Microsoft mit ihrer Xbox 360, die im November 2005 deutlich vor ihnen den Startschuss für das HD-Zeitalter der Konsolen abgeben wird. Zu dieser Zeit wurden bereits Developer-Kits herausgegeben und diverse Entwicklerstudios beginnen mit ihrer Arbeit, die von zahlreichen Komplikationen geplagt wird. Doch gerade PlayStation-Vater Ken Kutaragi spricht ohnehin nicht von einer Spielekonsole, sondern von nicht weniger als der Zukunft. Die PS3 ist ein System, das inmitten des Wohnzimmers in Haushalten überall auf der Welt platziert werden wird. Die Zukunft ist beinahe hier mit PlayStation 3. Familien werden keinen PC mehr benötigen, denn die PS3 ist ein Computer. Maßlos übertreibt er damit nicht, denn die PlayStation 3 ist durchaus ein Multimedia-Monster. Wenn wir uns im Vergleich die PS4 ansehen, die bei ihrer Veröffentlichung keine Möglichkeit bietet, Musik, Fotos oder Videos von externen Quellen abzuspielen und sich vollends auf Streaming-Apps fokussiert, dreht sich das gesamte Betriebssystem der PlayStation 3 um Datenmanagement. Musik, Fotos, Videos. Das umgangssprachliche Fat Lady genannte Anfangsmodell bietet sogar Leser für SD-Karten, Compact Flash und Stick Pro Duo. Später entwickelt es sich zusätzlich noch zu einer der Top-Plattformen für das Nutzen von Netflix. Außerdem bietet die PS3 die größte Softwarebibliothek ihrer Zeit.
Auch wenn dedizierte PS3-Spiele es zu Beginn noch schwer haben, so sind doch zumindest die ersten Modelle voll abwärtskompatibel zu sowohl der PS1 als auch der PS2. Gerade das Abspielen von PlayStation 2 Titeln ist besonders, weil sie nicht einfach nur emuliert werden, sondern die PlayStation 3 quasi die gesamte, ebenfalls sehr komplizierte PS2-Hardware zusätzlich verbaut hat. Die PS3 selbst übernimmt lediglich Aufgaben wie das Upscaling. Ein Memory Card Adapter ermöglicht sogar das Übertragen von Spielständen der vorangegangenen Konsolen. Nach einem Update lassen sich die Spielstände der PS3 auf die älteren Memory Cards übertragen. Auf ihrer unermüdlichen Mission, ihre Konsole im Preis zu senken, verzichten sie dann in ihrer ersten Revision auf das Verbauen der PS2 CPU, die fortan vom Cell-Prozessor emuliert wird und mit dem original verbauten GPU-Chip zusammenarbeitet. Hierdurch entstehen allerdings zahlreiche Komplikationen beim Abspielen, wenn PS2-Entwickler auf Hardware-Tricks setzen, die mit der Emulation nicht nachzustellen sind. Sony kann hier nur begrenzt mit Firmware-Updates Abhilfe schaffen. Ab der darauf folgenden Generation wird leider gänzlich auf PS2-Hardware verzichtet und das Abspielen der Games ist fortan nicht mehr möglich. It's Ridge Racer! Ridge Racer! Die PlayStation 2 ist jedenfalls ein guter Ausgangspunkt für die Pressekonferenz im Rahmen der E3 2006, die ein weiteres Mal damit beginnt, die Erfolge der PS2 zu besingen, die Sony so maßlos überheblich werden ließ. Anders als heutzutage beginnt die Pressevorführung also erneut sehr trocken, mit sehr viel Gerede, sehr vielen PowerPoint-Folien. Man spricht über neue PS2-Titel, über die PSP, sogar Firmware-Updates werden vorgestellt. Auf einer E3-Pressekonferenz. Selbst der heiß erwartete Übergang zum PS3-Segment ist arg merkwürdig, als eine Reihe von Leuten gezeigt werden, die überall auf der Welt betonen, wie sehr sie sich auf die neue Konsole freuen oder auf die Gage für diese schauspielerische Leistung. Als es dann endlich an die Spiele geht, macht Sonys Zugpferd Gran Turismo den Anfang. Allerdings kein neuer Teil, sondern ein HD-Remaster von Gran Turismo 4 mit grafischen und technischen Verbesserungen, wie allen voran 16 anstatt der typischen 6 Fahrzeuge im Rennen. Da Gran Turismo bereits auf der PS2 eines der bestaussehendsten Spiele war, sind die optischen Verbesserungen nur schwer auszumachen. Ganz besonders, wenn man sich die Konferenz mit den Internet- und komprimierten Streaming-Bedingungen von 2006 angesehen hat. Ein geradezu enttäuschender Start in die Vorstellung der PS3 und dass die Präsentation nicht enden wollende 15 Minuten anhält, lässt nichts Gutes für den Rest der Show vermuten. In der Tat driftet man als Zuschauer eher in die Fassungslosigkeit als in Begeisterung ab. Die Gummiente feiert ihr Comeback, als Gran Turismo den merkwürdigen Übergang zu Eye of Judgment schlägt, einem Augmented Reality Kartenspiel, das technisch zwar cool ist, dennoch aber weit von allem entfernt, das Gamer zu diesem Zeitpunkt sehen wollen. Die 2006er Pressekonferenz ist aber mit noch etwas in die Geschichte eingegangen. Memes! Sony hat sich in diesem Jahr so oft so dermaßen lächerlich gemacht, dass sich das Internet noch bis heute an Ridge Racer erinnert. It's Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one? Nicht zu vergessen die Vorstellung von Launch-Titel Genji. The stages of the game will also be based on famous battles which actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab. Übrigens auch mein erstes PS3-Spiel. Danke, Papa. Anstatt endlich Fahrt aufzunehmen und die Leute am Abschalten zu hindern, präsentiert man noch vor Genji den ersten Entwurf des Online-PlayStation Stores und zeigt dann Gameplay zu SingStar. Auch das nicht zu knapp. Während Zuschauer sich bereits fragen, ob Sony überhaupt etwas zu zeigen hat, geht es dann endlich los. F1 wird gezeigt, dieses Mal sogar mit echtem Gameplay, gefolgt vom wahrscheinlich größten Highlight der Show: Heavenly Sword, ein actiongeladener God of War-Klon von Ninja Theory, die inzwischen ein Microsoft-Studio sind. Es folgt ein Trailer zu Lair, das gut aussieht und auch Spaß verspricht, obgleich es zu seiner Veröffentlichung ausschließlich mit Bewegungssteuerung spielbar sein wird. Es folgt ein Getaway 3 Trailer, der genauso beleidigend offensichtlich nicht von der Leistung der PS3 angetrieben wird, ebenso wie jener zu 8 Days,
das die Weiterentwicklung der explodierenden Tankstelle vom vergangenen Jahr demonstriert. Letztlich sind aber beide Titel belanglos, weil sie unter anderem zugunsten der Priorisierung von iToy und SingStar 2008 gecancelt werden. Es folgen Trailer für ein schickes, wenn auch spielerisch eher uninteressantes Afrika, ein Everybody's Golf sowie für das Action-Rollenspiel Monster Kingdom, das bis zur Veröffentlichung zu Folklore umbenannt werden soll. Immerhin ein Game, das gut aufgenommen wird. Dass nichts wirklich fertig ist und man zwangsläufig zeigen muss, was da ist, beweist Naughty Dog, die ihre Work-in-Progress-Version von Uncharted vorführen, in Drakes erstem, ungewohnten Outfit. Etwas handfester ist da schon die Präsentation von Resistance, das seit vergangenem Jahr eine inhaltliche Kehrtwende vollzogen hat. Weiter zeigt man Drittentwicklerspiele wie Assassin's Creed oder Sonic the Hedgehog, die als Launch-Titel angepriesen werden, letztlich aber keine werden sollten. Ganz davon abgesehen, dass jedes einzelne davon auf der Xbox 360 deutlich flüssiger läuft und somit besser abschneidet. Ein weiteres Highlight serviert dann Hideo Kojima mit einem Trailer zu Metal Gear Solid 4, das bis zum heutigen Tag ein PlayStation 3 Exklusivtitel ist und bei seinem Release im Sommer 2008 die Verkäufe der Konsole gehörig ankurbelt. Erst diesen August kommen auch andere Plattformen über die Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 in den Genuss dieses Spiels, das zu den Highlights der gesamten Generation gehört. Wie auch schon im vergangenen Jahr lohnt es sich 2006 ebenfalls auf die Formulierung der Präsentatoren zu achten, die betont nicht etwa von der Power der PlayStation sprechen, sondern von der Power des Computers. Man gibt sich die größte Mühe, Ken Kutaragis Vision auch unterschwellig in den Köpfen zu verankern. Doch dieses Hoch soll die Fans nur stärken für den Schlag, der sie kurz darauf erwartet. Zunächst stellt man die Flugsimulation Warhawk vor, mit der geradezu schmerzhaft aussehenden Bewegungssteuerung des neuen Six-Axis-Controllers. Wir sehen, dass man sich immerhin von der wahnwitzigen Idee des Boomerang-Controllers verabschiedet hat. Aufgrund eines Rechtsstreits mit Immersion rund um die Vibrationsfunktion beschließt man darauf zu verzichten und es als Last Gen darzustellen, während man stattdessen die Bewegungssteuerung integriert und anpreist, die in jedem einzelnen Spiel, in dem sie genutzt wird, auch gehasst wird. Doch das ist nichts im Vergleich zum Abschluss der Show, als Cassie Ryan noch einmal auftritt, um den geplanten Release der Konsole für November anzukündigen, ebenso wie ihren Preis. 500 € für das 20 GB Modell und nicht weniger als 600 € für die 60 GB Version. Die Inflation mit einberechnen sind das annähernd 900 € nach heutigen Maßstäben. Selbst Konkurrent Microsoft kann nicht fassen, was Hirai dort auf der Bühne von sich gibt. Es ist ein weiter Weg, seit Sony mit der Ankündigung von $299 in den Konsolenmarkt eingestiegen ist. Ihre Arroganz scheint dabei wieder durch, als sie annehmen, dass die Gamerschaft sich die Finger nach einer neuen PlayStation leckt, auch wenn sie ein später Nachzügler der Konsolengeneration ist, spieletechnisch nach wie vor nicht viel zu bieten hat und ein Vermögen kostet. Zwar war der Startpreis der PS2 mit 869 D-Mark oder umgerechnet 444 € ebenfalls nicht günstig, wohl aber mit Blick auf die durchschnittlichen Kosten von DVD-Playern zu dieser Zeit. Die PlayStation 3 bietet mit ihrem Blu-ray-Laufwerk ein ähnliches Argument, setzt damit aber auf ein Format, das sich noch nicht in der breiten Masse durchgesetzt hat und somit nicht denselben Anreiz bietet wie die DVD damals. Die meisten Menschen besitzen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einen HD-Fernseher. Ich selbst habe Mitte 2010, also 4 Jahre später, Final Fantasy 13 noch auf einem Röhrenfernseher gezockt. Nichtsdestotrotz wird die PS3 zur ersten Konsole, die HDMI überhaupt anbietet, ebenso wie eine Auflösung von 1080p. Ein HDMI-Kabel ist aber bis zuletzt nie im Lieferumfang enthalten. Viele der im Vorjahr versprochenen Anschlüsse werden zwar wieder entfernt, aber zum Beispiel das integrierte WLAN ist ebenfalls großartig. Die erste Xbox 360-Ausführung bietet im Vergleich weder eine HDMI-Option noch eingebautes WLAN und das kleinste Modell kommt mit nicht mehr als 4 GB Speicher daher. Der hohe Preis hat also durchaus seine Berechtigung, gerade wenn man bedenkt, dass Sony die Konsole dennoch mit gehörigem Verlust verkauft. Die Produktion einer PS3 kostet zwischen 800 und 840 US-Dollar, was über $200 Verlust bei jedem einzelnen Verkauf für das Unternehmen bedeutet. Tatsächlich dauert es 4 Jahre, bis Sonys Videospielsparte 2010 endlich wieder Gewinn generiert.
Zum Vergleich, die Xbox 360 wird für Preise zwischen $300 und $400 verkauft, während die ebenfalls im November 2006 veröffentlichte Nintendo Wii nicht mehr als $250 verlangt. Letztlich ist Sonys Überheblichkeit aber nur schwer zu ertragen, die Xbox 360 immer noch nicht als Konkurrenten ernst nehmen. Cassie Rye lässt großkotzig verlauten, dass die nächste Generation nicht beginnt, bis sie einleiten. Und auch Kutaragi winkt den Vorsprung von Microsoft ab. Uns für einen kurzen Moment zu schlagen, ist wie einen Punkt von einem Karatemeister zu ergattern. Und Microsoft ist immer noch kein Schwarzgurt. Die PlayStation 3 wird zum Leidenschaftsprojekt, ebenso wie zum Vermächtnis von Ken Kutaragi, der das eine Multimedia-Gerät erschaffen möchte, das jemand überhaupt noch benötigen kann. Aufgrund seiner vorangegangenen Erfolgsbilanz räumt Sony ihm diese Freiheiten ein, trotz all der Risiken, die sie damit eingehen müssen. Das Investment von $400 Millionen in die Entwicklung der CPU, das Pokern auf Blu-ray, um HD-DVDs auszustechen, erst ein Jahr nach dem Release der Xbox 360 zu launchen und nun auch noch die Hardware unter signifikantem Verlust zu verkaufen. Für Kutaragi sind diese Nachwehen allerdings belanglos. Nachdem er mit der Entwicklung der PS2 direkt nach Veröffentlichung der PS1 beginnt und ebenso mit der PS3 fortfährt, als die PlayStation 2 in den Läden steht, ist er durch. Als man ihn in einem Interview nach seinen Plänen für die PS4 fragt, antwortet er nur, dass die nicht in seiner Verantwortung läge. Die PlayStation 3 ist sein Meisterstück und sie ist sein Abschied. Der als hitzköpfige japanische Steve Jobs verschriene Kutaragi wird im November 2006 von Cassie Rye als Präsident von Sony Computer Entertainment abgelöst, bevor man im folgenden April seinen Rücktritt bekannt gibt. Nach der Verschiebung des ursprünglichen Veröffentlichungstermins im Frühjahr 2006 erscheint Sonys neue HD-Konsole wie versprochen am 11. November in Japan und am 17.11. in den Vereinigten Staaten. Gewissermaßen. Verzögerungen im Herstellungsprozess sorgen für eine drastische Knappheit der Konsolen. Nordamerika wird Opfer zahlreicher krimineller Übergriffe, weil die Läden nur einen Bruchteil der bestellten PS3s erhalten. Der 21-jährige Michael Penkala, der um 3 Uhr nachts in einer Schlange vor Walmart ansteht, wird in Connecticut sogar von 2 Teenagern in Brust und Schulter geschossen, die ihm sein Geld für die Konsole abnehmen wollen. Andere werden verletzt, als sie in die öffnenden Läden rennen, nachdem sie bis zu 3 Tage davor kampieren, um sich ihren Platz in der Schlange zu sichern. Geradezu kriminell sind auch die in diesem Umfeld aufpoppenden Reseller. James Saltario begleitet seinen 21-jährigen Bruder und nutzt die Gelegenheit, um selber eine PS3 zu kaufen und sie auf eBay für zwischen $1.500 und $4.000 zu verkaufen. Edgar Alcala steht ganz vorne in einer Schlange in San Francisco und freut sich auf sein Bett. Nach dem Kauf geht er nach Hause, schießt ein Foto für eBay und fällt sofort ins Land der profitablen Träume. eBay verbietet das Einstellen von PlayStation 3s zeitweise sogar oder schränkt es zumindest stark ein. So ist das Anbieten der Konsole von November bis Februar 2007 nicht möglich und auch danach auf lediglich eine PS3 pro Verkäufer beschränkt. Auch Second-Hand-Läden wie EB Games, die nach der Übernahme zunehmend in GameStops umgetauft werden, springen auf den Zug auf. Einige Filialen verkaufen die Konsole für $989 oder sogar $699, wenn du eine funktionierende PS2 mit 20 Spielen in Zahlung gibst. Japan trifft es noch härter, weil die hier in der Schlange wartenden Menschen dafür bezahlt werden. Sie stürmen in die öffnenden Läden und bestehen in gebrochenem Japanisch auf nur Hardware, ohne Interesse an zusätzlicher Peripherie oder Spielen für ihre neue Konsole. Es handelt sich um engagierte Chinesen, hinter denen ebenfalls eine groß angelegte Reseller-Initiative steckt. In einer feierlichen Marketingaktion übergibt Ken Kutaragi persönlich dem ersten von ihnen, einem ebensolchen Chinesen, die neue PlayStation. Die Knappheit der PS3 sorgt auch dafür, dass Europa nicht nur wenige, sondern gar keine Konsolen erhält. Für uns wird der Veröffentlichungstermin auf März 2007 verschoben. Vorbesteller erhalten ihre Geräte, der Einzelhandel jedoch muss sich auch hier mit Lieferengpässen abfinden. Doch die eine Konsole bekommen, sind nicht begeistert. Listenweise Kritiken machen die Runde, angefangen bei der wackeligen Online-Verbindung und der umständlichen Freundesliste. Über den PlayStation Store, der sich als nichts weiter
als ein vereinfachter Webbrowser präsentiert, bis hin zu der XMB-Benutzeroberfläche, der zahlreiche erwartete Funktionen fehlen. Allen voran enttäuscht aber natürlich das Spieleangebot, denn zahlreiche der frühen Titel sind ebenso für die Xbox 360 oder den GameCube erhältlich, einige sogar für die PlayStation 2. Das gilt nicht zuletzt für die 15 Launch-Titel. Blazing Angels ist bereits 7 Monate für Xbox und PC erhältlich. Call of Duty 3 erscheint Anfang des Monats bereits für die PS2. Dasselbe gilt für Sportspiele wie Madden, NBA oder NHL 2K7, Tiger Woods PGA Tour 07, Need for Speed Carbon und Tony Hawk's Project 8. Untold Legends Dark Kingdom ist ein mittelmäßiger Diablo-Klon und Blast Factor ist eines von nur 2 PSN-Spielen. Das andere wäre Cash Guns Chaos. Allenfalls nette Games für zwischendurch. Blast Factor ist immerhin das erste Spiel des neu gegründeten Bluepoint Games Studios, zu denen ich bereits eine ganze Dokumentation gemacht habe. Marvel Ultimate Alliance erscheint für jede erdenkliche Plattform, inklusive dem Game Boy Advance, womit effektiv 4 exklusive Launch-Titel übrig bleiben. Resistance und Ridge Racer 7 schneiden dabei solide ab. Das historische Genji-Game mit den Riesenkrabben und ganz besonders Mobile Suit Gundam Crossfire werden eher zerrissen. Zahllose No-Games-Memes breiten sich im Internet aus und sind schlechte Publicity. Sony derweil hält an ihrer Überheblichkeit fest. Mit der Werbeagentur TWBA beschließen sie, dass der beste Weg, ihre neue PlayStation an den Mann zu bringen, ist, die Käuferschaft zu verwirren und ihnen Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Mit einem Budget von 150 Millionen $. Unvergesslicher Vorreiter der daraus resultierenden Play Beyond-Kampagne ist das unheimliche Baby. Die beabsichtigte Geschichte dahinter ist, dass eine PlayStation 3 so leistungsstark ist, dass sie selbst eine unbewegliche Babypuppe zum Leben erwecken und Emotionen empfinden lassen kann. Emotionen sind auch der Knackpunkt, denn wie Cassie Rai sagt, gut, schlecht oder gleichgültig, du wirst eine emotionale Reaktion zu dieser Werbung haben. Die anderen Clips der Kampagne sind ähnlich abstrakt, fokussieren sich aber mehr auf einzelne Verkaufsargumente des Produkts. The PlayStation 3 makes my life as a software developer much harder. Der Mangel an Spieleveröffentlichungen zum Launch ist der komplizierten Hardware-Architektur der PlayStation 3 geschuldet. Speziell der Cell-Prozessor macht den Entwicklern das Leben schwer und sorgt für erhebliche Verzögerungen. Bei Gran Turismo 5 sogar im hauseigenen Stall. Doch am schlimmsten sind die Auswirkungen bei den deutlich weniger von Sony unterstützten Third-Party-Veröffentlichungen zu merken. Die meisten Spiele derer laufen deutlich besser auf der Xbox 360. Gerade vor Release der PlayStation 3 ist die Hardware ein wohlgehütetes Geheimnis und Third-Party-Entwickler können Unterstützung und Kommunikation seitens Sony nur gefiltert durch Anwälte erwarten. Um die PS3-Version dennoch attraktiv für Käufer zu machen, ergänzt man sie um zusätzliche Inhalte, Charaktere oder Features wie Move Support. Das ist der mangelnden Zeit der Entwickler geschuldet, denen aufgetragen wird, die frühen Xbox 360-Veröffentlichungen einfach auf die PS3 zu portieren. Von einfach kann aufgrund der unterschiedlichen Hardware-Architektur aber keine Rede sein und niemandem ist es der erhebliche Mehraufwand wert für eine Plattform, die nicht den Markt anführt. Spiele, die problemlos von den 3 Power-PC-Kernen der Xbox angetrieben werden, können nicht 1:1 auf die PlayStation übertragen werden, die denen lediglich ein PPE entgegenzusetzen hat. Die SPEs zu nutzen, die die Leistung der Konsole verstecken, versteht so gut wie niemand und ebenso wenig Zeit hat man, sich in sie einzuarbeiten. Als technische Erklärung: Eine CPU erhält eine Aufgabe, verarbeitet sie und gibt dann ein Ergebnis ans System aus. Das geht verdammt schnell, funktioniert aber nur mit einer Aufgabe gleichzeitig. Die GPU im Vergleich ist wie eine Anordnung von kleineren, leistungsschwächeren CPUs, die nicht so schnell sind, dafür aber mehr Daten in einem Rutsch verarbeiten können. Das ist notwendig, weil die Darstellung von Grafik auf einem Display tonnenweise Daten erfordert. Du hast gewissermaßen ein Gewehr und eine Shotgun. In den frühen 2000ern setzen die meisten CPUs noch auf einzelne Kerne, weshalb sie stetig weiterentwickelt werden, um sie schneller, effizienter und auch kleiner zu machen.
Damit erreichen Hersteller irgendwann das Limit und steigen dazu um, Aufgaben parallel abarbeiten zu lassen, indem sie eine CPU mit mehreren Kernen entwickeln. 2001 veröffentlicht IBM den ersten Dual-Core-Prozessor. Heute gibt es CPUs wie den AMD EPYC 9965 mit 192 Kernen. Die Xbox 360 hatte zu dem Zweck ihre 3 PowerPC-Cores, während Sony ein anderes Konstrukt verfolgt. In ihrem Cell-Prozessor verbirgt sich lediglich ein deutlich schwächeres PPE, dafür aber 8 SPEs. Diese Kombination aus Arbeitskräften kann auf verschiedene Weise genutzt werden. Die PPE kann Aufgaben an eine SPE senden, die nach dem Abarbeiten ihrer Zuständigkeit die Daten an die folgende SPE für den nächsten Schritt weitergibt, bevor das verarbeitete Material zur PPE zurückgesendet wird. Alternativ kann die PPE die Arbeit aber auch gleich aufteilen und parallel an die verschiedenen SPEs senden, bevor sie selbst am Ende alle Einzelergebnisse zusammenführen muss. Unabhängig von der Methode hält die PS3 damit eine wahnsinnige Menge an Rechenleistung bereit. Ein weiterer gravierender Unterschied zwischen den Konsolen ist der Speicher. Die Xbox hält 512 MB Arbeitsspeicher bereit, die Entwickler frei und flexibel nutzen können. Die PS3 hingegen splittet den Speicher auf und verteilt 256 MB auf den Hauptspeicher für zum Beispiel Physikberechnungen und Gegner-KI sowie 256 MB auf den Grafikspeicher. Um letzteren nicht zu übersteigen, nutzen Multiplattform-Spiele auf der PlayStation häufig niedriger auflösende Texturen und Auflösungen. Um den kleineren Hauptspeicher zu unterstützen, ist die PS3 aber auch eines der wenigen kommerziellen Veröffentlichungen mit einem leistungsstarken XDR-DRAM, der mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite entwickelt wird, um mit dem Cell-Prozessor mithalten zu können. Die Xbox teilt diese Leistung auf 2 Prozessoren auf, bringt mit dem ED-RAM aber ebenfalls etwas mit, um diese Schwäche auszugleichen und die GPU verblüffend schnell arbeiten zu lassen. Er ist zwar mit 10 MB sehr klein, aber wenn die notwendigen Daten hineinpassen, bietet er das insgesamt leistungsstärkere System. Auch ein technischer Nachteil für Spieler: die PlayStation 3 bietet kein Hardware-Scaling an. HD-Röhrenfernseher unterstützen oft nur 480i, 480p und 1080i. Wenn ein Spiel lediglich 720p als HD-Output anbietet, musst du zwangsläufig in 480p spielen, während die Xbox davon unabhängige Einstellungsmöglichkeiten bietet und auch hochskalieren kann. Doch auch die Spiele selber haben Probleme mit der Auflösung. Obgleich die PS3 1080p ermöglicht, nutzen das weniger als 100 Spiele. Zumeist grafisch einfache Games wie Rayman Legends oder HD-Remaster älterer Titel. Aufgrund der schwachen GPU und dem geteilten RAM müssen Entwickler sich oftmals entscheiden, ob sie mit 720p eine höhere Detailtiefe anbieten möchten oder 1080p mit einer schlichteren Grafik in Kauf nehmen. Die PS3 wird bereits ein Jahr später als die 360 veröffentlicht und startet aufgrund der Hardware-Komplikationen unter Entwicklern mit einem schwachen Line-Up an exklusiven Titeln. Resistance Fall of Man ist ein beeindruckender Ego-Shooter. Genji, Days of the Blade und die anderen Launch-Spiele hingegen sind eher ernüchternd. Das erste Motorstorm wird in Japan einen Monat nach der Konsole veröffentlicht. Amerika und Europa müssen sogar bis März des Folgejahres warten. Für die Entwickler von Videospielen ist die Technologie gerade zu Beginn ein Buch mit 7 Siegeln. Kazunori Yamauchi von Polyphony Digital kann anerkennen, dass die Prozessorarchitektur zwar in der Theorie großartig ist, sie zu nutzen und vor allem auszureizen aber unfassbar komplexe Arbeit erfordert. Cell bietet zwar hohe Leistung, ist dabei aber auch äußerst sensibel und macht es sehr schwierig, Gran Turismo auf die PlayStation 3 zu bekommen. Es muss diverse Male verschoben werden und wird nach der Ankündigung 2006 nicht wie geplant zu einem frühen Titel der Konsole, sondern erscheint erst Ende 2010. Der ehemalige Sony Interactive Entertainment Präsident Shuhei Yoshida unterstreicht das und erinnert sich an die Kämpfe von Entwicklern, die Monate benötigten, um ein einzelnes Bild auf dem Fernseher anzeigen zu lassen. Michel van der Loof, Studio Director bei Guerrilla Games, ist eher ein Verteidiger der Technologie, doch kann er die Herausforderungen nicht abstreiten.
Er ist mit den Ergebnissen, die sein Studio bewerkstelligt hat, mehr als zufrieden. Doch bis dahin war es ein langer Weg, der ohne ein fähiges Team nicht möglich gewesen wäre. Unmengen an speziellem Code muss geschrieben werden, um all diese gewaltige Rechenleistung auch tatsächlich entfesseln zu können. Eine Rechenleistung, die er selbst 2019 in einem Interview noch über die schnellsten Intel-Prozessoren dieser Zeit stellt. Eine Technologie, die ihrer Zeit voraus war und ruhig etwas weniger auf Leistung und etwas mehr auf Benutzerfreundlichkeit hätte setzen können. Sucker Punch-Mitgründer Brian Fleming sieht die Problematik ebenfalls differenzierter. Er sieht die Herausforderung in der Bereitschaft, Daten in den Formaten bereitzustellen, die handlich für die Hardware sind und nicht für die Entwickler. Evan Wells, Präsident von Naughty Dog, bestätigt zwar die Schwierigkeit der Entwicklung, möchte auf die Lorbeeren der harten Arbeit aber nicht verzichten. Die Leistung des Cell-Prozessors ist es letztlich, die das Studio von ihren zeichentrickartigen Fantasy-Games zu realistischen Spielen entwickeln lässt. Erst auf der PS3 findet das Studio die Balance zwischen Geschichte, Gameplay und transportierten Emotionen, die Meilensteine wie die ersten 20 Minuten von The Last of Us überhaupt erst möglich machen. Doch am meisten bleiben die Worte von Valve-Gründer Gabe Newell hängen, der sich darüber echauffiert, dass die PS3 sein Leben als Softwareentwickler deutlich schwerer macht. Es gibt unglaublich wenige Programmierer, die sicher Code in dieser Umgebung schreiben können. Mit einer winzigen Änderung des Codes, der auf einem der SPEs läuft, bleibt plötzlich das ganze Ding stehen und du hast keine Einsicht darin, warum das passiert. Wir wissen aber alle, dass Gabe es nur schwierig findet, weil es eine 3 im Namen hat. Microsoft derweil fährt 2006 gehörig auf und haut einen großartigen Exklusivtitel nach dem anderen heraus, wobei sie sich noch dazu breit aufstellen. Für jeden soll etwas dabei sein. Die Lebenssimulation Viva Pinata und mit Blue Dragon ein waschechtes JRPG, das nicht nur von Final Fantasy Creator Hironobu Sakaguchi geschrieben wird, sondern auch Designs von Dragon Ball Erfinder Akira Toriyama präsentiert. Außerdem starten 3 spannende Actionreihen, die sich noch Jahre später als erfolgreich und langlebig entpuppen sollen. Saints Row, Dead Rising und natürlich Xbox-Zugpferd Gears of War. Ein richtiger System-Seller ist Rollenspiellegende The Elder Scrolls, das mit Oblivion auf der 360 erscheint. Ein Jahr bevor es Bethesda auf die PS3 zu portieren vermag. Erst 2007 beginnt Sony seinem Konkurrenten etwas entgegenzusetzen, als sie einen Lückenfüller Gran Turismo veröffentlichen, ebenso wie Heavenly Sword und schließlich das erste Uncharted. Entwickler Naughty Dog muss sich als exklusives PlayStation-Studio nicht um andere Plattformen sorgen und kann vollends in die Hardware der PlayStation 3 eintauchen. Sie sind die führenden Pioniere in der Nutzung der essentiellen SPEs und ebnen den Weg für andere Entwickler. Sie verteilen beispielsweise die Physikberechnungen auf mehrere SPEs, ebenso wie den Sound, dynamische Beleuchtung und Kollisionsverarbeitung. Je mehr Aufgaben man an die Muskeln des Prozessors abgibt, desto mehr kann man in jedem dargestellten Frame unterbringen und entsprechend auch den technischen Umfang des Spiels ausweiten. Doch selbst Naughty Dog kratzt erst an der Oberfläche. Nathan Drakes erstes Abenteuer nutzt lediglich rund 30% der Leistung, die die PlayStation 3 bereithält. Es würde noch rund 6 Jahre dauern, bis das Studio die Konsole vollends ausreizen kann. Eine Zeitspanne, die Sony angeblich so beabsichtigt. Die planen einen 10-jährigen Lebenszyklus der PlayStation 3, um ihren Kunden somit eine Dividende für ihr erhebliches Investment bieten zu können. Cassie Rai unterstreicht die komplizierte Hardware dahingehend als Absicht, damit Entwickler und Spiele sich erst mit der Zeit weiterentwickeln und nicht direkt von Beginn an jeder das volle Potenzial ausnutzen kann. Doch der Cell-Prozessor findet derweil auch Einsatz in den anderen Bereichen, für die er entwickelt wurde. IBM bringt ihn in ihren Blade-Servern unter und Toshiba veröffentlicht HD-Fernseher, die dank der Leistung bis zu 48 gleichzeitige Videostreams verarbeiten können, um den Nutzer eine Kanalauswahl mit Videovorschau bieten zu können. Auch veröffentlichen sie mit dem Cosimo G55 einen Laptop, der Cell-Technologien enthält. Namco hingegen adaptiert die PS3-Struktur, um
um so Tekken 6 auch in Arcade-Hallen anzubieten. Besonders Wissenschaftler stürzen sich aber auf die PlayStation und kaufen Dutzende bis Hunderte davon, um sie zu einem Supercomputer zusammenzuklustern. Dr. Gaurav Khanna beginnt mit 16 aneinander gekoppelten Konsolen, um so Kollisionen von schwarzen Löchern zu simulieren. Schnell stockt er auf rund 200 auf, um auch Gravitationswellen zu erforschen. Das ist für Wissenschaftler so attraktiv, weil bereits eine Handvoll PS3s die Leistung von mehr als 100 Intel Xeon-basierten Systemen übersteigt. Zudem verkauft Sony ihre Hardware mit Verlust, was es zu einer verhältnismäßig günstigen Anschaffung für Universitäten macht. Der Cell-Prozessor vereint 234 Millionen Transistoren auf einem Chip, während die leistungsstärkste Desktop-PC-CPU in 2005, der $1000 teure Dual-Core-Prozessor Pentium Extreme Edition, die 200 Millionen Transistoren gerade so überschreitet. Der Prozessor kostet rund 230 US-Dollar in der Herstellung, das Blu-ray-Laufwerk etwa 125. Insgesamt kostet jede ausgelieferte PlayStation 3 Sony bis zu 870 Dollar. Auch die Air Force erkennt das und clustert nicht weniger als 1716 PlayStations zusammen, um so damit auf Platz 33 der zu dem Zeitpunkt schnellsten Supercomputer der Welt zu landen. Dieser sogenannte Condor Cluster wird mit 2,5 Millionen Dollar vom Verteidigungsministerium finanziert. Ohne PS3s wäre der Preis für ein vergleichbares Projekt rund 10-mal so hoch. Geplant ist, sogar noch mehr Konsolen in Reihe zu schalten, doch die Verfügbarkeit der geeigneten Konsolen nimmt nach der Budgetfreigabe aufgrund eines Firmware-Updates drastisch ab. Mehr dazu später. Der Condor Cluster bleibt für 5 Jahre im Einsatz. To build absolutely the most advanced GPU the world has ever seen. Der Reality Synthesizer oder kurz RSX ist die Graphics Processing Unit der PlayStation 3 und wird eigens für die Konsole in Zusammenarbeit mit Nvidia entworfen. Laut einer Pressemitteilung von Nvidia ist die Anzahl der Transistoren im RSX größer als die Gesamtzahl der Transistoren in den Zentralprozessoren und Grafikprozessoren der 3 führenden Systeme der aktuellen Generation zusammen. Transistoren sind mikroskopisch kleine Schalter, die den Stromfluss steuern. Durch das gezielte Ein- und Ausschalten können beispielsweise Berechnungen durchgeführt und Bilder erzeugt werden. Mehr solche Transistoren bieten auch mehr Möglichkeiten für unter anderem komplexere Effekte oder bessere Grafik. Letztlich ist das aber nur Schall und Rauch, denn der RSX ist nichts weiter als ein Nachsatz. Sony hat ursprünglich die Vision, ihre Konsole lediglich mit dem Cell-Prozessor und völlig ohne GPU anzutreiben, müssen aber in letzter Sekunde zurückrudern und geben den Eilauftrag an Nvidia, ihr System zu vervollständigen. Das Ergebnis ist eine Grafikleistung, die mit einer beschnittenen GeForce 7800 GTX vergleichbar ist. Diese bereits kurz nach Veröffentlichung veraltete Technologie muss von Entwicklern ausgeglichen werden, die Grafikarbeiten zusätzlich an die SPEs des Cell-Prozessors auslagern und deren Speicher mitnutzen. Der späte Nachtrag des RSX führt offenkundig auch zu nachlässigen Langzeittests, da die frühen in den FAT-Modellen verbauten Grafikchips eine hohe Ausfallrate verzeichnen. Diese wird oftmals verursacht durch fehlerhaftes Unterfüllungsmaterial, das Lötverbindungen oder Bumps bei Hitze reißen lässt. Das führt zu dem Begriff Bumpgate für diesen Defekt. Die zwischen 2008 und 2013 stattfindenden 3 Revisionen des Chips verkleinern ihn von ursprünglich 90 auf letztlich 28 Nanometer, was den Energieverbrauch senkt und die Hitzebildung verringert. Beim Einschalten wechselt das grüne Licht zu einem gelben und schließlich zu einem blinkenden roten. Ein Lichtspiel, das unter dem Namen Yellow Light of Death bekannt wird. Dieses entsteht durch den Power-on-Self-Test beim Starten der Konsole. Der testet, ob ein Hardwarefehler vorliegt und ob es sicher ist, die Konsole damit hochzufahren. Sollte das Ergebnis sein, dass durch das Hochfahren weitere Schäden verursacht werden können, verweigert die Konsole das Starten. Das verhängnisvolle Yellow Light of Death ist also in erster Linie eine Sicherheitsvorkehrung. Da ein Reparieren durch Sony mehrere 100 € kosten kann und lediglich eine neue Garantie von 3 Monaten gegeben wird, wenden sich zahlreiche betroffene Nutzer an das Internet, in dem die wildesten Tutorials aufpoppen. Man solle Löcher in den Boden der Konsole bohren, was letztlich aber die Belüftung der gesamten Konsole beeinträchtigt. Oder man solle die Kondensatoren auf dem Motherboard ersetzen, die für die Stromversorgung der Prozessoren zuständig sind. Einige
Einige zeigen, wie sie ihre Konsole mit einem Föhn bearbeiten oder sogar in einen Ofen stellen. Alles Methoden, die sich trotz ihrer verheerenden Folgen im Internet verbreiten, weil sie günstig sind und einfach genug, um es selbst auszuprobieren. Positive Ergebnisse werden lang genug erreicht, um ein Video damit zu machen, doch in der Regel ist die Freude nur von kurzer Dauer. Ich selber habe in meiner Fat Lady nach dem Yellow Light of Death die Wärmeleitpaste erneuert und hatte nach der Reparatur gerade genug Zeit, meine Trophy Hunter Spielstände zu sichern, bevor die scheinbar temporäre Lösung wieder den Geist aufgibt. Jahre später ergeben sich 80% von 166 verschiedenen Lösungsansätzen als falsch oder ergebnislos. Die Ursache für das Y-Lot findet sich nicht auf dem Motherboard, sondern im Inneren der Komponenten. Deren ständiges Aufheizen und Abkühlen belastet die als Verbindung dienenden Lötkugeln und wie mit allem, das man kontinuierlich biegt, brechen auch die Kugeln irgendwann. Der berühmte Red Ring of Death der Xbox 360 erzählt übrigens die vollkommen identische Geschichte, obgleich deren GPU von ATI entworfen wird. Entsprechend ergibt sich das Problem aus einem Industriestandard der Zeit, der versucht, Kosten einzusparen. Denn nicht nur die beiden Konsolen sind Opfer dieses Defekts, sondern auch eine Reihe von Laptops, die zur selben Zeit erscheinen. Erst 2009 entdeckt Nvidia den Fehler und kann zuverlässigere Chips herstellen. Im Falle der PS3 sind damit die 90 Nanometer RSX-Prozessoren ebenso betroffen wie ihre beiden 65 Nanometer Revisionen. In Essenz beschließt Nvidia auf eutectische Lötkugeln zu verzichten und stattdessen Bleikugeln zu verwenden. Diese verkraften einen deutlich höheren Stromfluss, weshalb weniger von ihnen gebraucht werden. Da das gesamte RSX danach entworfen wird, ist ein Wechsel auf andere Lötkugeln nicht möglich, weil die Stromverteilung nicht mehr wie vorgesehen funktionieren würde. Zudem nutzen sie aus den wenigen verfügbaren Optionen eine Unterfüllung, die die Belastung der Kugeln reduzieren soll. Letztlich aber nicht auf die Temperaturen ausgelegt ist, die das RSX üblicherweise erreicht. Die Unterfüllung weicht auf und liefert damit keinerlei Unterstützung mehr. Zwangsläufig brechen die Kugeln infolge von Wärmeausdehnung des Chips. Wenn der Schaden so groß ist, dass die Lötkugeln nach dem Abkühlen keine ausreichende Stromverbindung mehr herstellen können, verweigert die Konsole ihren Betrieb. Man kann sie mit einem identischen Chip reparieren, doch dieser ist letztlich genauso fehleranfällig wie der defekte. Die einzige wirkliche Lösung wird erst Jahre später gefunden und als Frankenstein-Konsole betitelt. Man benötigt gehöriges technisches Verständnis und einiges an teurem Equipment, kann dann aber die zuverlässigeren 40 Nanometer GPUs aus Slim-Konsolen in den Fat Ladies verbauen. Das ist wohl derselbe Prozess, den Sony selbst für ihre Revision genutzt hat. Anhaltend rote Zahlen dämpfen endlich die Selbstgefälligkeit von Sony, die alles versuchen, um das Ruder herumzureißen. Zunächst läuft das unbeliebte und WLAN-lose 20 GB Modell aus, während die 60 GB Variante trotz hohen Verlusten im Preis fällt. Beide werden 2007 schließlich durch das 80 GB Modell der zweiten Generation ersetzt. Das damit zusammengesetzte Metal Gear Solid 4 Bundle ist die letzte PS3-Ausführung, die zur PS2 abwärtskompatibel ist. All das sind Maßnahmen, um die Kosten zu reduzieren und konkurrenzfähiger zu werden. Noch Ende 2007 wird bereits die dritte Generation eingeleitet, die mit 40 GB und entfernter Rückwärtskompatibilität einen um $200 reduzierten Preis von $399 erreicht. Außerdem ersetzt man mit dieser Generation auch den fehleranfälligen 90 Nanometer großen Cell-Chip durch die Weiterentwicklung. Die 65 Nanometer Ausführung ist bei gleichbleibender Leistung kleiner, verbraucht somit weniger Energie, generiert weniger Hitze und ist kostengünstiger zu produzieren. Auf der Leipziger Games Convention 2008 kündigt man dann noch ein 160 GB Modell im Bundle mit Uncharted an, bevor ein Jahr darauf der Preis der 80 GB Ausführung weiter auf €299 fällt. Zeitgleich enthüllt man die PS3 Slim für denselben Preis, die über 30% kleiner, leichter und energiesparender ist als das Original. Der Cell-Prozessor darin wird nun besser gekühlt und noch einmal auf 45 Nanometer verkleinert, was die benötigte Wattzahl im Vergleich zum Original halbiert. Auch die RSX-GPU wird weiterentwickelt und verkleinert.
Ende 2012 kündigt man dann noch die Super Slim an, deren Diskklappe sich aufschieben lässt wie die Tür einer Duschkabine. Aufgrund von fehlerhafter Bedienung ist die Klappe ein anfälliger Punkt für Defekte, die dummerweise das Spielen beeinträchtigen, da lediglich eine vollständig und korrekt geschlossene Klappe dem Laufwerk das Signal gibt, das nun gelesen werden kann. Preistechnisch bleiben wir bei 299 €, bekommen dafür nun allerdings satte 500 GB. Japan und Amerika haben mit 250 GB Modellen noch einen Zwischenschritt, während Europa das 12 GB Flash-Memory Modell vorbehalten bleibt. Diese für 229 € erhältliche Version beinhaltet keine klassische Festplatte, sondern arbeitet mit dem deutlich schnelleren internen Flash-Speicher für Software und Installation, der Ladezeiten verkürzt. Bei klassischen Installationsgrößen von 5 bis 20 GB, die gängigen Updates noch nicht mit einkalkuliert, stößt der Speicher aber schnell an seine Grenzen und muss durch eine ergänzende, separat erhältliche Festplatte unterstützt werden. Letztlich präsentiert Sony mehr als 25 Konsolenrevisionen ihrer PlayStation 3. Doch all der Aufwand lohnt sich, denn mit dem Erreichen der 299 € ist fortan wieder die Xbox 360 die teuerste Konsole auf dem Markt, was bei Neuanschaffungen zu einem Umdenken führt. Tatsächlich stehen etwa zu dieser Zeit zahlreiche Neuanschaffungen ins Haus, denn viele Xbox-Besitzer werden vom verheerenden Red Ring of Death enttäuscht. Darüber hinaus liefern zahlreiche Firmware-Updates endlich lange versprochene Features nach. Trotz gesenkter Kosten und steigender Absätze ist die PlayStation 3 für Sony aber immer noch nicht profitabel. Auch der Cell-Prozessor, der eigentlich in zahlreichen Sony-Abteilungen Anwendung finden sollte, bleibt hinter den Erwartungen zurück, weil keine dieser Abteilungen sich beteiligen möchte. Die PS3 bleibt Sonys einziges Cell-basiertes Produkt. Überraschenderweise, vielsagend auf andere ihrer Produkte blickend, denkt die Firma gar nicht daran, ihr Produkt aufzugeben. Von den No-Games-Memes des Launches angefeuert, versprechen sie auf der E3 2007, dass sie dem Publikum dieses Mal Games zeigen werden. You'll be seeing, as I said, games, and more games. Neben einer zeitexklusiven PS3-Version von Unreal Tournament 3 ist zweifelsohne Hideo Kojimas Präsentation des neuesten Metal Gear Solid 4 Trailers ein Highlight. Außerdem wird Little Big Planet präsentiert, ebenso wie Infamous und Gran Turismo 5. Wenn auch beide Titel noch eine ganze Weile auf sich warten lassen werden. Die ständig von merkwürdigen PlayStation Home Clips unterbrochene Konferenz endet mit einer Live-Vorführung von Killzone 2. Auch wenn sowohl die PSP als auch die PS2 noch eine tragende Rolle spielen, ein deutlicher Lichtblick für die abgestrafte PlayStation 3. Das Jahr 2008 wird von einer Post-Mortem-Analyse dominiert, bei der man herausfinden möchte, welche Aspekte der PlayStation 3 funktionieren und welche nicht. Speziell zu diesem Zweck wird auch der Berater Mark Cerny hinzugezogen, der damit die frühen Stufen der Entwicklung einer PlayStation 4 lostritt. Er wird fast 2 Jahre damit verbringen, intensiv mit Entwicklern zu reden und sich auf deren Wünsche zu konzentrieren. Während Metal Gear Solid 4 ein massiver System-Seller ist, versucht Sony ihre Konsole auch anderweitig kontinuierlich wiederzubeleben. Resistance und Motorstorm kehren mit Fortsetzungen zurück. Ersteres bricht mit 60 gleichzeitigen Online-Spielern einen PS3-Rekord. Ähnlich wie Microsoft im Jahr zuvor versucht man mit experimentellen Titeln auch neue Spieler für sich zu gewinnen. Das Jump-and-Run mit eingebautem Level-Editor Little Big Planet erscheint, der Horrortitel Siren Blood Curse, und im Dezember startet Sony die Open Beta von PlayStation Home, eine virtuelle Social-Gaming-Plattform. Spieler können sich kostenlos einen Avatar erstellen und erhalten ein eigenes digitales Apartment, das sie nach Herzenslust einrichten können, während die konstant abgedatete Spielwelt einlädt, um sich mit anderen Spielern zu treffen, Minigames zu spielen oder an Events teilzunehmen. Das oftmals als Flop angesehene Projekt, das bis zu seiner Abschaltung 2015 in der Beta bleibt, ist eigentlich sogar verdammt lukrativ und beschert einigen Entwicklern von kosmetischen Items bis zu 7-stellige Umsätze. Ebenfalls auf eine Internetverbindung setzt das im September eingeführte Live with PlayStation Programm, ein Lifestyle-Service, der den Nutzer interaktiv mit Nachrichten und Informationen von der ganzen Welt versorgt. Darüber hinaus können Bilder von Wolken, Live-Kameras aus annähernd 60 Städten sowie Wetterinformationen abgerufen werden. UNESCO stellt darüber hinaus Bilder von Weltkulturerben zur Verfügung und mit United Village erhält man Zugriff auf Geschichten, Interviews und Artikel aus primär Entwicklungsländern.
Entwicklungsländern. Live with PlayStation ist eine Weiterentwicklung des Folding-at-Home-Programms, das durch gespendete Rechenleistung die Proteinforschung unterstützt und somit auch die Ursachenforschung von Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Krebs. Sony entwickelt die Möglichkeiten dafür ebenfalls weiter und unterstützt nun auch fortgeschrittenere Proteinsimulationen. Außerdem führen sie eine Rangliste der Spender ein. Nach über 15 Millionen Teilnehmern und über 100 Millionen gespendeten Rechenstunden stellt Sony Live with PlayStation sowie das integrierte Folding at Home am 6. November 2012 ein. Am 19. Februar kündigt dann Toshiba an, dass sie ihr HD-DVD-Format aufgeben, was den Weg zusätzlich für das von Sonys unterstützte Blu-ray-Format ebnet. Doch Microsoft lässt nicht locker und bringt mit Gears of War 2 sowie Fable 2 exklusive Must-Haves auf ihre Xbox 360, ebenso wie Valves Multiplayer-Zombie-Shooter Left 4 Dead. Hochkaliber von Third-Party-Entwicklern wie Dead Space, Final Fantasy 13, Devil May Cry 4 und GTA 4 erscheinen zeitgleich und schneiden auf Microsofts Konsole besser ab. Gamer, die bisher noch nicht in die neue Konsolengeneration eingestiegen sind, entscheiden sich weiterhin für die noch günstigere Plattform mit dem stabileren, wenn auch kostenpflichtigen Online-Netzwerk. Doch auch nach rund 3 erfolgsarmen Jahren ist Sony nicht in die Knie zu zwingen, ganz im Gegenteil. Spätestens auf der Gamescom feuern sie aus allen Zylindern und relaunchen quasi die PS3, nicht nur mit einem neuen Logo, sondern auch mit einem endlich attraktiven Preis und einer völlig neuen Gewichtsklasse. Passend dazu treten sie eine massive Marketingkampagne los, die sich um den fiktiven PlayStation-Manager Kevin Butler dreht, der humorvoll, fast in einem Stromberg-Stil, nicht nur den neuen Kampfpreis, sondern auch den neuen Slogan verkündet: It only does everything. Es macht nur alles. Butler-Darsteller Jerry Lambert wird später übrigens von Sony verklagt, als er ebenfalls in einer Bridgestone-Werbung auftaucht und darin eine Nintendo Wii bedient. Sie werfen ihm die Verwirrung ihrer Kunden vor. Kunden, die eine Fülle an neuen Exklusivtiteln erwartet. Endlich erscheint Infamous, ebenso wie die nächsten Ableger von Ratchet & Clank sowie Killzone. Demon's Souls von From Software stellt erfolgreich das Genre der Souls-like-Spiele vor, während Fat Princess ein absoluter Renner für Online-Spieler wird. Mit der God of War Collection von Bluepoint Games ebnet Sony den Weg für eine ganze Reihe von erfolgreichen HD-Remastern ihrer legendären PS2-Klassiker. Und letztlich schießt Naughty Dog den Vogel ab mit dem schönsten Spiel der Konsole bis dahin und bis heute noch einem der beliebtesten, Uncharted 2. Ein Aufgebot, gegen das Xbox erstmals keine Chance hat, die in ihrem Output nachlassen und lediglich Fortsetzungen und Spin-offs bieten, wenn auch immer noch erfolgreich und auf hohem Niveau. Ebenfalls extrem wichtig sind die E3-Präsentationen beider Firmen, die in Anlehnung an den Erfolg der Nintendo Wii ihre eigenen Motion Controls vorstellen. Sony mit den Move-Controllern und Microsoft mit Project Natal, eine Kamera, die bald zu Kinect umgetauft werden wird. Die Sterne stehen gut für Sony, möchte man meinen, doch die Zahlen schreiben eine andere Geschichte. In ihrem Ergebnisbericht vom 30. Oktober vermeldet das japanische Unternehmen 654 Millionen $ Verlust mit ihrer Games- und Network Service Abteilung. Das summiert sich zu einem Gesamtverlust nur durch die PlayStation 3 seit ihrem Launch von 4,7 Milliarden $. Ein herber Schlag, selbst für die größten Unternehmen, und viele Stimmen werden laut, die bereits vermuten, dass die PS3 Sonys letzter Ausflug in den Videospielemarkt sein könnte. Auch Activisions Bobby Kotick, CEO des weltweit größten Videospiele-Publishers, lässt Sorgenfalten aufkommen. Nach der E3 lässt er in einem Interview verlauten, dass sein Unternehmen die Entwicklung von PS3-Spielen einstellen könnte, sollte Sony den Konsolenpreis nicht signifikant senken. Es sei bereits viel zu teuer für die Konsole zu entwickeln und Xbox 360 sowie Wii-Spiele werfen einen deutlich höheren Gewinn ab. Mit dem Stoppen der Weiterentwicklung des Cell-Prozessors bei IBM signalisiert man auch eine weitere Niederlage. Das Ziel, Cell in einer Vielzahl von Produkten zum Einsatz zu bringen und mit intensiven Entwicklersupport zu versehen, scheitert. For some reason, Sony uses the same random number all the time.
Das als unhackbar angekündigte System ist bereits mehrfach in die Knie gegangen. Der Kopierschutz der PlayStation 3 hält nicht, was Sony verspricht. Und sie geben sich eigentlich alle Mühe. Der sogenannte Hypervisor schützt das System als eine Art Aufseher, der nicht einmal den Spielen oder eben gefährlicher Software vollen Zugriff auf die Hardware gewährt. Auch das Blu-ray-Laufwerk ist eine signifikante Hürde für Hacker, deren Mod-Chips und DVD-Firmware aus der PS2-Ära nicht mehr funktionieren. Da die üblichen Methoden nun also nicht mehr greifen, wenden die Hacker sich OtherOS zu, einem von Sony selbst angepriesenen Feature, das der PlayStation 3 ermöglicht, auch unter Linux zu laufen. Im September 2010 erscheint der PS3 Jailbreak und funktioniert über den USB-Port der Konsole, der ein Payload-Programm einschleust. Dieses Vorgehen basiert auf der entdeckten Schwachstelle, dass autorisierte USB-Geräte von Sony die Konsole in den Entwickler- oder Wiederherstellungsmodus versetzen können, zum Beispiel wenn sie in einem Service Center repariert werden muss. Wenige Monate später entdeckt die Hackergruppe Failoverflow einen weiteren Schwachpunkt und präsentiert diesen auf dem 27. Chaos Communication Congress. Die PlayStation 3 erlaubt lediglich offiziell genehmigte Programme, sogenannte signierte Software. Sony signiert sie mit einem geheimen Schlüssel und lässt die Konsolen diese Signatur überprüfen. Dafür wird der Elliptic Curve Digital Signature Algorithm genutzt, kurz ECDSA. Doch genau dieser Algorithmus entpuppt sich als Schwachstelle, denn der ECDSA braucht eine zufällige Zahl, die jedes Mal anders sein muss. Sony hingegen verwendet immer wieder dieselbe Zahl und aufgrund der so fehlenden Zufälligkeit lässt sich aus mehreren Signaturen der geheime Schlüssel berechnen. Die Hacker können nun also ihre eigene Firmware signieren lassen, so als wäre sie offiziell von Sony zugelassen. Die widmen sich dem Problem und patchen die Schlupflöcher mit dem Firmware-Update 3.55 sowie der Entfernung ihres einst selbst vorgestellten OtherOS-Features. Sony argumentiert, dass es aufgrund von Sicherheitsbedenken entfernt wird, doch das Feature ist ein derart zentrales Element für viele Nutzer, dass eine Sammelklage entsteht, die darin resultiert, dass jedem Käufer bis zu diesem Zeitpunkt eine Entschädigung von $65 zusteht. Besonders verheerend ist das für die Wissenschaftler, deren Cluster-Supercomputer nur mit Linux funktionieren. Doch selbst mit allen Bemühungen seitens Sony ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Alte Konsolen sind nach wie vor verfügbar und auch wenn man sich dann nicht ins PSN einloggen kann, ist die Installation des rettenden Firmware-Updates nicht verpflichtend. Die Hacker haben in die Konsole gefunden und sind dort nicht mehr wegzubekommen. Ihnen folgt die Homebrew-Szene, die die PS3 mit Multiman zu einer wahren Wunderkiste macht. Das Programm dient als Game Launcher, Webbrowser, FTP-Server, Datenmanager. Es kann ganze PS3-Spiele auf die Festplatte übertragen, ROMs ohne Emulator starten, nahezu sämtliche Medienformate wiedergeben und PS1 sowie PS2 ISO-Images abspielen. Diesen Leuten könnte nicht egaler sein, dass Sony am 29.06. PS Plus einführt. Ein Abo-Modell, das Nutzern früheren Zugang zu Demos, Betas und PSN-Spielen ermöglicht und ihnen exklusive Avatare und dynamische Themes zur Verfügung stellt. Auch stehen Nutzern jeden Monat 5 kostenlose, rotierende Spiele zur Verfügung. Doch im Gegensatz zur Xbox 360 bleibt das Online-Spielen und Chatten davon nicht betroffen, was weiterhin gratis möglich ist. Im September erscheint dann PlayStation Move und die jährlichen Konsolenverkäufe nehmen weiter zu, vor allem angetrieben durch den europäischen Markt und das konstante Nachliefern von Exklusivtiteln. God of War 3 beendet die fulminante Trilogie von Kratos, Yakuza 4 erscheint und erobert auch langsam den westlichen Markt mit seinem verrückten japanischen Charme. Heavy Rain präsentiert für viele Spieler eine völlig neue Form des erzählerischen Spielens und auch Zugpferd Gran Turismo 5 ist nun endlich nach einigen Verschiebungen fertig. Gerade diese Exklusivtitel beeindrucken mit Grafiksprüngen, die durch das Ausnutzen der komplexen Hardware-Architektur möglich werden. Die Spieleentwicklung mit dem Cell-Prozessor ist immer noch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, doch die Erfahrung in der Branche nimmt zu. Selbst Valves Gabe Newell, der anfänglich so vehement gegen die PS3 gefeuert hatte, ist nun höchstpersönlich Teil von Sonys E3-Pressekonferenz, um allen Zuschauern zu versichern, dass die PS3-Version von Portal 2 die beste Konsolenversion des Spiels ist. Für Blockbuster wie Red Dead Redemption oder Bayonetta gilt das leider nicht, die auf der 360 weiterhin mit besserer Auflösung und weniger Framerate-Einbrüchen überzeugen.
Doch auch davon unabhängig, für jeden Schritt, den Sony vorwärts macht, scheint Microsoft unmittelbar aufzuschließen. 2010 veröffentlichen sie ihre Kinect-Peripherie und feiern damit unglaubliche Erfolge. Dance Central und Kinect Sports gehören zu ihren erfolgreichsten Titeln des Jahres. Doch das beschert ihnen auch gehörige Kritik von ihrer bisherigen Zielgruppe, der Core-Gamer. Ein Großteil der Spieleveröffentlichungen und des Marketingfokus konzentriert sich nun eben auf Kinect und die damit stark in den Vordergrund wandernden Familienspiele. Auch die stark an Nintendos Miis erinnernden Avatare, die eingeführt werden, sind offenkundig eher an die neue Zielgruppe der Casual Gamer gerichtet. Der Rest muss sich mit dem begnügen, was übrig bleibt, was maßgeblich ein unaufhörlich gemolkenes Halo-Franchise ist. Microsoft scheint langsam aber sicher mit ihrer Konsole abgeschlossen zu haben, doch für Sony geht es erst richtig los. Anonymous is currently targeting Sony's website. We ask only that Sony restore the features that were originally found on the PlayStation 3. Während die Xbox 360 2011 maßgeblich Gears of War 3 und Forza 4 zu bieten hat, erschlägt Sony seine Spielerschaft mit dem bisher stärksten Jahr. Nicht nur Killzone und Resistance trumpfen mit ihrem dritten Teil auf, denn Naughty Dog liefert ebenfalls Uncharted 3 nach, das in einem Atemzug mit Infamous 2 und dem großartigen Motorstorm Apocalypse genannt werden darf. Auch Little Big Planet wird mit einem zweiten Teil fortgesetzt, während JRPG-Freunde sich über das exklusive Ni no Kuni von Level 5 freuen können, ebenso wie über Tales of Xillia. Ihre berühmte und preisgekrönte Michael-Werbung verkörpert die PlayStation zusätzlich als das Zuhause der besten Gaming-Franchises aller Zeiten. Und auch technisch geht es weiter nach vorne mit Ideen, die selbst nach heutigen Maßstäben futuristisch anmuten. Im November 2011 veröffentlicht Sony das PlayStation 3D-Display, das die sogenannte Simulview-Technologie unterstützt. Zwei Spieler mit 3D-Brillen können zusammen auf demselben Bildschirm spielen und sehen ganz ohne Splitscreen ihr jeweiliges Bild im Vollformat und in Full HD. Trotz der faszinierenden Idee setzt sich das Konzept nicht durch. Wohl zum einen aufgrund der Unterstützung von lediglich 6 Spielen und zum anderen aufgrund des Preises. Der lediglich 24 Zoll große Bildschirm mit eingebautem Subwoofer kostet 500 €, eine zusätzliche 3D-Brille 60. Während Hardcore-Gamer mit PlayStation frohlocken, müssen Microsoft-Fans zähneknirschend mit ansehen, wie ein Drittel ihrer E3-Pressekonferenz dem Kinect-Sensor gewidmet wird. Die Xbox verfremdet zunehmend die Hardcore-Gamer, die die Wii nie erreicht hat und was ihr nun auch zum Verhängnis wird. Zwar steht in nahezu jedem Haushalt eine Wii, doch die wenigsten davon werden überhaupt noch genutzt. Und wenn, dann für eine schnelle Runde Wii Sports. Neue Softwareveröffentlichungen setzen Staub in den Regalen an. Doch trotz dieser hervorragenden Bedingungen für Sony verlieren sie auf einen Schlag ihr Momentum, als am 20.04.2011 das PlayStation Network gehackt wird und man die Server für 23 Tage abschalten muss, um den Angriff zu untersuchen und alles neu aufzusetzen. Nicht nur entstehen dadurch geschätzte Verluste von rund 171 Millionen $, die durch den Angriff offengelegten Kreditkarteninformationen von 77 Millionen Nutzern sind ein herber Schlag für das Vertrauen ins Unternehmen. Das Vereinigte Königreich verhängt eine 250.000 Pfund schwere Strafe aufgrund des Verstoßes gegen ihren Data Protection Act. Eine Pressekonferenz wird einberufen und 3 hochrangige Sony-Manager, einer davon Cassie Rai, entschuldigen sich mit einer tiefen Verbeugung. Aus Sony wird Sorry. Ihnen war die Schwachstelle bekannt, doch sie haben zu spät gehandelt. Ebenso wie sie die Nutzer erst eine Woche nach dem Angriff zu spät darüber informieren. Als Entschädigung erhalten alle Betroffenen kostenlose PS Plus Mitgliedschaften sowie eine Reihe von Gratis-Games. 2012 verläuft wieder deutlich ruhiger. Sony passt das PlayStation Store Design dem neuen Interface ihrer Fernseher an und Cassie Rai, der 2007 Ken Kutaragis Rolle als Präsident von Sony Interactive Entertainment übernahm, wird nun zum Präsident und CEO von der gesamten Sony Corporation ernannt. Einen Gamer im Chefsessel zu haben, ist ein starker Rückenwind für PlayStation. Auch release-technisch wird es etwas ruhiger. Japan- und Anime-Fans werden mit Yakuza 5 und dem ersten One Piece Pirate Warriors bedient, während Sony mit Twisted Metal eines ihrer fast vergessenen Franchises wiederbelebt.
Am meisten gefeiert wird aber zweifelsohne der PSN-Titel Journey, der für viele wieder einmal unterstreicht, dass Videospiele eine Kunstform sein können. Die Release-Dichte bei Microsoft ist zwar noch dünner, aber Forza Horizon wird mit einer zeitexklusiven Veröffentlichung von Minecraft ergänzt, das in seiner ersten Konsolenversion noch einmal viele Käufer von der Xbox überzeugt. Im Januar 2013 passiert dann tatsächlich doch noch das Undenkbare. Die PlayStation 3 überholt die Xbox 360 mit ihren Konsolenverkäufen. Nur einen Monat bevor die PS4 enthüllt wird. Die Verkaufszahlen werden zwar deutlich von dem Generationsgewinner Wii überschattet, doch aufgrund der gravierend anderen Softwarebibliothek bestand hier stets lediglich eine sekundäre Rivalität. Sony, jahrelang der bissige Underdog, schlägt endlich seinen Erzfeind mit 77 Millionen ausgelieferten Konsolen entgegen der 76 Millionen von Microsoft. Ein Erfolg, um den sie bis zu allerletzt mit aller Kraft gekämpft haben. Während Microsoft im Release-Jahr der Xbox One eigentlich nur noch Gears of War Judgment zu bieten hat, geht Sony vor der PS4 noch einmal richtig in die Vollen. God of War Ascension holt Kratos noch einmal zurück, ebenso wie man PS2-Liebling Sly Cooper für einen neuen Teil wiederbelebt. Nach der langen Wartezeit auf Gran Turismo 5 erscheint nun bereits 3 Jahre später der 6. Teil, passend zu Beyond Two Souls, dem spirituellen Nachfolger von Heavy Rain. Puppeteer ist ein kreativer, kleiner Exklusivtitel mit jeder Menge Herz und auch Ratchet & Clank sowie Pirate Warriors werden weitergeführt. Doch alles erblasst hoffnungslos im Angesicht von Naughty Dogs Meisterstück. The Last of Us ist die ultimative PS3-Software, die alles aus der Konsole herauskitzelt, das die Entwickler in fast einem Jahrzehnt darin finden konnten. Erzählerisch, grafisch und technisch ist es der Inbegriff dessen, was in dieser Generation möglich war. Eine Generation, die schließlich im Jahr 2017 endet, als mit dem japanischen 500 GB Super Slim Modell die letzte in Produktion befindliche PlayStation 3 eingestellt wird. 87,4 Millionen Konsolen werden bis dahin verkauft und sichern der PS3 einen Platz in der Top 10 der bestverkauften Videospielekonsolen, wenn sie auch unter sämtlichen Sony Heimkonsolen das Schlusslicht belegt. Die PlayStation 3 ist eine Konsole der Widersprüche. Erst war sie fett, dann slim. Sie war die leistungsstärkste Konsole ihrer Zeit und wurde von der schwächsten geschlagen. Die Werbung war abstoßend, aber auch beliebt. Es hatte keine Games, gleichzeitig aber auch eine Menge der besten. Sie ist gescheitert und war erfolgreich. Sony ist keinem Trend hinterhergelaufen, sondern hat auf die Stärken der Konsole gesetzt und durchgängig starke Exklusivtitel veröffentlicht, die sich mit jedem Jahr technisch weiterentwickelt haben. Sie haben sich software- und hardwareseitig ausprobiert und spannende Neuheiten entwickelt, sei es die Einbindung von 3D, die soziale Schnittstelle von PlayStation Home oder zusätzliche Peripherie wie PlayStation Move oder das geniale Wonderbook. Wenig lukrative, aber wundervolle Experimente, die man heute allenfalls noch Nintendo zutraut. Mit dem neu gefundenen Fokus darauf, was Entwickler brauchen und Spieler wollen, sind Plattformen seit der PS4-Generation identisch und halten keine Überraschung mehr bereit. Keine negativen, aber auch keine positiven mehr. Die PS3 hat Retro-Titel zurückgebracht und einer neuen Generation zugänglich gemacht, während sie mit ihrem PSN maßgeblich am Aufkeimen der Indie-Szene beteiligt war. Sie ist der Sega Saturn ihrer Zeit, in dem sie ihrer Zeit voraus war. Wenn du noch tiefer in die Historie von PlayStation Hardware eintauchen und Controller kennenlernen möchtest, die du noch nie zuvor gesehen hast, dann habe ich dieses Video für dich vorbereitet. Alle Vorbereitungen abgeschlossen haben derweil meine großartigen Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, P9608, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybax, Katz, Venceslas, Blablub, Jürgen, Lucaria, BTD, Kikaritz, Natalie, Game Agent, Dink, Lutach, Jack Art, Don Lupo und Heinz. Vielen Dank für euren Lord-Support.